Tavad bhajam davina deho suhid nimityam Tavad spriha paribhava vipulos chalo Tavad mamu iti asad avagraho artimulam Yavannoti angrima vayam prabriniti lokaha. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, we Gauriya, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, we Gauriya must be ready to shed gallons of blood. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass wir wirklich Gallons von Blut spenden sollen, um gewisse Seelen in der materiellen Welt zu helfen. So die Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass wir müssen immer bereit sein und enthusiastisch to give, um Liter für Liter von Blut zu geben für das Wohl von anderen, der Gesellschaft. So merciful, Gauriya devotees are, especially so barmherzig sein die Gaudiya Vaishnavas, speziell die, was Srila Bhaktisiddhanta und Srila Bhaktivinoda Thakur folgen. So das sind die am meisten barmherzigen Persönlichkeiten. Also wir können das leider nicht realisieren, was die Gaudiya Math machen will. Die jetzigen Aktivitäten, die kann ich nicht prüfen. Also die jetzige Situation, ich kann nicht prüfen, dass die Situation von Gaudiya Math schlecht ist. Weil die, was keine Gaudiya Vaishnavas sein, die haben jetzt Eintritt in die Gaudiya Society und machen ein Problem. Normalerweise in Gaudiya Math gibt es kein Problem. Also dumme Leute, die sagen, es sind viele Probleme in der Gaudiya Math. Aber wo sind die Probleme? Es sind keine Probleme in der Gaudiya Math. Gaudiya Math bedeutet, wer Srila Bhaktivinoda Thakur ist, Srila Prabhupada, Keshav Goswami Maharaj, Vaman Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. So die sind da alle in der Gaudiya Math. Das ist die wirkliche Gaudiya Math. So Gaudiya Math ist nicht die Konstruktion von einem großen Gebäude. Das ist nicht Gaudiya Math. Also die Leute verstehen das nicht. Du meinst, du hast viel Geld und du machst dann einen Tempel, öffnest dann einen Tempel und schreibst Gaudiya Math drauf. Das ist aber nicht Gaudiya Math, sondern Gaudiya Math ist nur bei der Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava, von Srila Bhaktivinoda Thakur, bei der Mercy von Nityananda, Gauranga Mahaprabhu. So, da hat die Gaudiya Math die Möglichkeit, zu uns zu kommen. Die kommt runter von der spirituellen Welt. Die wird Vrindavanam Kalpatrumata Shimatat Nagasimhasanas. Der Vers vom tanzenden Talen Vrindavan. Das ist dasselbe Gaudiya Math wie der Yoga-Bit in Vrindavan. Now, point is that we are discussing. Also der Punkt ist der, wir sind gehen jetzt weiter mit dem Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Sri Chaitanya Mahaprabhu Madamidam Tatradano Paraha. Also wir haben jetzt das Thema Gajendra Moksha. Im 8. Kanto. But be careful, this Gajendra Moksha, Gajendra, who is Gajendra? Well, you already told Gajendra is, Indradumna Raja. So Gajendra, das ist Indradumna Maharaj. Agastya Muni, he become elephant. Also durch den Fluch vom Agastya Muni ist er zum Elefanten geworden.
Actually, this, Gajendra is the symbol of all bonded soul. Aber in Wirklichkeit ist der Gajendra das Symbol, das Bild für allejenigen in der Welt. So wie zum Beispiel Kala Krishnadas von Chaitanya Mahaprabhu, das ist auch das Symbol für diejenigen, die was in Maya sind. Srila Prabhupada spricht eben, dass Kala Krishnadas das Symbol ist für diejenigen, die was in Maya sind. You see, actually, he is in Maya. Kala Krishna is a symbol of bonded soul. Also es ist ein Symbol für eine gebundene Seele. Und Gajendra, wir wissen seine Identität, aber wenn wir immer und immer mehr über das nachdenken, nachher denken wir, dass unsere Situation genau dieselbe ist wie Gajendra. Also wir sind in Maya. Wer ist Maya? Ist Krokodil. You can remember, I told this many times, this sloka. Si Chaitanya Prabham Bandi Balu Yupi Yadanugraha Tarenna Tavibraham Vyapto Siddhanta Sagaram. I told you from Chaitanya. It is actually crocodile going to grasp me. Also das ist ja, kann man mit dem Krokodil vergleichen, das will mich beißen. Durvasana Nigratasya Nirasya Slok. So actually Gajendra is the symbol of our bonded soul. Also Srila Prabhupada Svadhyadan ist Now Gajendra ist ein Krokodil dargestellt. When, caught by crocodile, so wenn jetzt Gajendra gebissen wird vom Krokodil in einem wunderschönen See war das, in einem Gewässer, glasklaren Gewässer. the Vikosha Manasya Jale Avasid Ato Viparjaya Avut Sakalam Jalukasaha. First of all, you see, previous chapter. Tato Gajendrasya Mano Valaujasam Kalena Dirigena Mahana Budvaya. Gajendra going to spend his all energy and mental power because for a long time he cannot get so free. So gradually he is losing his mental power. So versucht jetzt langsam. Just the second chapter of 8th canto, 30, number 30 so. Tato Gajendrasya Mano Balaujasam Kalena Dirigena Mahan Abhudvayaha. Vaya spent. Also Vers 8.2.30. So, Gajendra, der kann keine Kraft kriegen, weil ganz natürlich die, was aquatische Lebewesen sein, die haben die Kraft im Wasser und nicht so am Land. So, Gajendra losing power gradually and he was just undone. He was just undone what to do, what not to do. He cannot take any decision. At the time, by the mercy of Antaryami, Paramatma. Paramatma, you know? Paramatma who? Paramatma, sometimes we say, what is the English of So was ist es Paramatma? Paramatma, sagt man auf Englisch manchmal super Soul. Actually, Paramatma is nice. We like to hear Paramatma. Aber Paramatma ist der wirkliche Ausdruck. So Paramatma ist immer da, um dir zu helfen. So Chaitya Guru, der ist eben zwischen die Augen. So der beobachtet dir immer und wenn die richtige Zeit kommt, nachher kann der Chaitya Guru helfen. Chaitya Guru kann dir unterweisen. Er ist Guru von innen drin, das kann er das sagen. Kann er dir Bescheid geben von innen, dass du eine Inspiration kriegst. Das ist Chaitya Guru. So ohne die Barmherzigkeit von Chaitya Guru kannst du nicht zu Gurudev kommen und Gurudev finden. Also du kannst auch ohne dem nicht realisieren, dass dein Leben ganz unstabil ist. Nur durch die Barmherzigkeit vom Chaitya Guru,
kann jemand jetzt realisieren, dass sein Leben eben mehr runter und runter geht und er spielt gleich mit dem Leben. So die Art von Realisation, das geht nur von der Barmherzigkeit vom Chaitya Guru. So für eine lange Zeit also es ist nicht so ein Elefant, der was nur im Wald geht, so wie wir kennen, sondern das ist vom Satya-Yoga-Elefant, ganz ein großer Elefant. So, es war eine lange Zeit, ist der Kampf vor sich gegangen. Das Krokodil hat ihn eingezogen. Dann hat der Elefant ihn wieder rausgezogen. So, das ist für eine lange Zeit gegangen, war im Satya-Yoga. So, all die Kinder und die Familie und die Frau, die wollten ihm helfen. Und Rüssel für Rüssel sich einzuklemmen gegenseitig und ihn rauszuziehen. Aber sie haben es nicht wirklich geschafft. Und Gajendra hat dann realisiert, es ist nicht frei, meine Familienmitglieder können mir nicht helfen, sondern nur der Höchste Herr. Er kann ein anderes Beispiel geben von Draupadi, wenn sie beleidigt worden ist von Dushashan. In der Öffentlichkeitshalle. Und sobald Draupadi von Zuflucht gesucht hat bei He Govinda, hat sie geschrien, nachher ist Govinda kommen. So, da ist auch ein schönes Siddhanta, eine Schlussfolgerung. Wenn eben irgendein Problem in unserem Leben kommt, eine gefährliche Situation, so, wenn wir dort sobald wir irgendein Problem haben im Leben, sagen wir irgendwo, wir sind wirklich in Schwierigkeiten, es ist dann ein gutes Zeichen, wenn du dir an den Höchsten Herrn wendest und nicht an andere. So, ich überlasse mit dir, du siegst die Situation. So, ich will nicht sagen, dass du mich schützen sollst, aber du siehst die Situation, ich weiß. Weil der reine Devotee macht niemals so Bitte. Manchmal kommt es. Ja. Manchmal in ganz spezielle Fälle schreien Devotees auch für das. Da gibt es jetzt zum Beispiel einen Surdas, der was im Chandra Sarovar Bhajan gemacht hat. Für 18 Jahre war er da, hat er Tag und Nacht, auch wenn bei Regen, Sonne, Unwetter, Erdbeben, hat er immer vom Srimad gesungen. Und so, das ist eigentlich blind. Und dann ist Srinathji, das vor ihm gekommen. Und hat wirklich die Lieder gekocht, was er gesungen hat. So der Surdas, der ist jetzt einmal, wo er zurückgekommen ist vom Tempel an den Sabbatshan Kutir, nachher ist er in ein Loch geflogen. Das war eine Grube. Und dann hat er geschrien, Krishna, hilf mir. So wie Draupadi. Oh, Krishna, Uttara, also. Uttara. Krishna, Krishna, Pahirak. Und normalerweise hat man jetzt gerade gesagt, dass die reinen Devotees, die sprechen nie das aus. Oh, Höchster Herr, hilf mir, hilf mir. Aber Vishwanath Chakravarti schreibt in seinem Kommentar, das ist nicht eine herkömmliche Situation. Das ist nicht, wie du zum Beispiel sagst, du gibst mir Geld, du gibst mir das oder das, sondern das ist unbewusst, irgendwie kommt es raus von seiner Zunge, oh Prabhu, hilf mir. Das ist nicht herkömmlich, dass er das macht.
Es ist ein Ausnahmefall. coming, Krishna is omnipresent. When Sudaji is falling down in well, oh, Krishna, save me! Then instantly Krishna coming. Und wo der Surdas das gesagt hat, dann ist Krishna sofort gekommen und hat seine Hand gefangen und hat ihn rausgehoben aus dem. Das war so ein tiefer Brunnen, wo er reinfliegen hat können. You are my Krishna, I cannot leave you. So jetzt spricht Surdas, oh, du bist mein Krishna. Krishna catching the hand of Sudaji to protect him, but now opposite. Sudaji also catching the hand of Krishna. I can Aber jetzt nimmt der Surdas, der nimmt jetzt auch die Hand vom Krishna. You are my Krishna. He said, Und no, er sagt, du bist mein Krishna, du bist mein I am not Krishna. Krishna. Und er sagt, der Krishna sagt, na, ich bin nicht Krishna, ich bin ein Dorfjunge. Falling down, so somehow I So, ich habe gleich gesehen, dass du runtergefallen bist, und deswegen habe ich dir geholfen. no, you are my So, ich Krishna. bin nicht I'm Krishna. sure. Und I so cannot das leave sagt, you. na, na, du bist mein Krishna, du bist mein Krishna. So heavy. Und er haltet ihn ganz fest. Then Krishna what doing? Und was macht Krishna? Very, very with power. Ta! Mit viel Kraft nimmt er seine Hand und reißt die Hand weg. Taking his hand geht. out and run. Then Sudaji became, you are going, Very you clever. think I am very, very weak. Huh? Also dann But sagt er very so, weak. dass okay, du denkst, ich bin alt, ich bin schwach und du kannst jetzt weglaufen. You can go from my heart. Aber ich weiß nicht, ob du so machtvoll, so kraftvoll bist, dass du aus meinem Herz verschwinden kannst. Ob du die Kraft hast. So auf die Art hat er This way actually, das gesagt. the situation is there. So this is the system. This is the usual rule as a Siddhanta. If any problem, then So you das see, ist normal, I'm ist in das, situation, I'm not going to request you to wenn du in use der me, Situation but bist, du I sagst nicht, dass du dich want to schützt, catch your aber attention, you look the position. du sagst nur, oh, die Aufmerksamkeit von Krishna. Now Gajendra is very clever. Und nachher kann er sich entscheiden. So Gajendra ist auch sehr clever. Taking the form of Und elephant, vielleicht hat er in dem Leben die Form von einem Elefanten. not ordinary elephant. Er ist ja kein Or normaler lion, Elefant. tiger. If they Sondern hear the sound of Gajendra, alle Tiger und Löwen und die wilden Tiere im Wald, wenn die hören, den Elefant Geräusche machen, nachher laufen sie alle weg, haben alle Angst. So Gajendra, der hat dem in seinem letzten Leben in der Dschungel, der hat schönes Bhajan gemacht. somehow you lose your body, but that bhakti, that bhajan cannot leave Und you. deswegen ist der Bhakti, der hat ihn auch nicht verlassen, der ist immer mit ihm gewesen. Power again. You can start from that point again. So anyway, Du fangst wieder von dem bhakti is Punkt a an. natural function of So soul. Bhakti ist die ganz natürliche Stimmung von der Seele. So es bleibt immer mit der Seele. Aber wenn du ein Vaishnava-Apparat machst, nachher kann das runter und runter gehen, dein Now Bewusstsein. yesterday I was starting this point, third Udhai, third chapter. Gestern haben wir mit dem Punkt angefangen. Bhadrayana Uvacha, Sri Sukdev Goswami speaking, Evam Vibhushito Buddhya Samadhayo Manurdi Jajap Paramam Japyam Pragajanman Sikshitam. Third chapter, first sloka. Evam mane this way. Evam Vibhusito Buddhya Samadhayo Manohridi. Very nice term. Evam Vibhusito. You can understand this way. You all should go through Gita first. Also wichtig ist es, These die are the Bhagavad basic things. Gita, If somebody misguiding das ist you, eine you did Basis. not, read Gita. So wenn manche sagen, Go into Rupanuga Bhajan. du brauchst nicht die Bhagavad Gita lesen, du kannst in das Rupanuga Bhajan eintreten, aber das ist nicht wirklich der richtige Weg, weil es nicht möglich ist, ohne dass du das Basiswissen hast von der Bhagavad Gita. Also sei da 100% sicher, Basic teaching dass die Bhagavad Gita, das sind in Gaudiya Math. If you like to enter into Gaudiya Math, the das ist die basic thing Basis. you get, the Basis. basic teaching. But still,
Und es ist also so wichtig. Don't try to ignore it. Also versucht nicht zu ignorieren, die Bhagavad Gita. Also wenn du nicht die Bhagavad Gita kannst, dann weißt du nichts. It's called evergreen science. Das ist Whole world, they accept Gita as in whole world. so die Bhagavad Gita ist auf der ganzen Welt akzeptiert. Nobody can say, I don't need Gita. Also keiner kann sagen, He is a cheater. He cannot guide it ich properly. brauche die Bhagavad Gita nicht. So, actually, in Gita you can find Vyavasayatika Buddhi. Don't read Gita? Vyavasayatika Buddhi means those who are having some nice brain, they can settle down, get some settlement of their brain. Because brain, your mind running different way, thousands of, sometimes going to Italy, sometimes Russia, sometimes here, Also, das ist das Ausdruck wie Satmika But Buddhi. settlement of your mind Das is bedeutet, only dass du possible deinen Geist wirklich auf eine Linie bringst. Nishchayatika Buddhi. Nishchayatika Buddhi Nicht, dass der Geist immer an viele Orte geht, dahin und dahin, nach Italien und das und das. Nishchayatika means to know it for sure, Nishchay. Also sei das sicher, bedeutet nicht Chai. This kind of. So here it is written, Bhadrani Vacho, Evam Vyavasito Buddhya. This Vyavasayatika Buddhya, Samadhayo, he could Also in get dem some, Vers ist auch geschrieben, Evam Vyasatito Buddhya. About his, problem. How to get free. Now, Evam Vyavasito Buddhya Samadhayo Manohriti. Mind, brain, heart, when in one parallel line, when Also mind, der heart, Geist, das Herz und die Intelligenz, wenn das alles in einer Linie ist, dann ist es Nishchayatika Buddhi. Das ist, muss ganz fein abgestimmt sein. Und er hat jetzt Japa zu chanten angefangen. Prag, meine previous life, Prag Janmanu Sikshitam means previous life, and he learned something, but it's not directly from book. You can go to market and buy Ujjain money and start reading. You can become a gopi. Idiot. Here it is written, the how it is written, Prag Janmanu Sikshitam, Anusikshitam means So, Anusikshitam under the guidance of bedeutet unter der Führung von Guru und Vaishnava. So Anu means backside, following. And Anu also means uninterrupted, without any gapping. Anu bedeutet da ununterbrochen, also folgen und ununterbrochen. Das bedeutet das Wort Anu. Second meaning is that under the guidance of Guruji, Guru, who teach me this bhajan. And Shiksha Guru, Diksha Guru, Shiksha Guru und Diksha Guru, das ist dasselbe. not almost same. Nicht If I say nur almost same, same, then I will be nicht punished heavily. fast das Gleiche, sondern es ist dasselbe. Weil es ist ein einzigartiges Go Tattva. up to that level, you can find, oh, my Gurudev giving Diksha, Shiksha, all same. Oh, what's Weil Gurudev gibt ihm Diksha und Shiksha, das ist das Gleiche. mantra? Who is giving you mantra? So derjenige, der was das Mantra gibt, Relationship, der was dir die Beziehung gibt, das Sambandha, and who is guiding you how to do bhajan properly. und der Don't was waste dich your führt, time. Don't be in Maya. was sagt, Is also oh, central. But still, sei nicht in Maya, verwende der Zeit richtig, das ist Shiksha we Guru. must pay Dandava So, to Diksha Guru, dem bringen wir zuerst unsere Ehrbietung dar, weil er uns eine Beziehung mit Krishna gibt, bei seiner Barmherzigkeit. Nothing different. So, es ist nichts verschieden zwischen Diksha und Shiksha Guru. And Ovidya Gyandata, just Shiksha Guru, same, not almost same. This is a fine technology. Now, Jajapam, Jajapo Paramam Japyam Pragajanmanu Shikshitam. He started doing, chanting, mantra, very nicely.
Now Gajendra, how nicely, like Vedanta Sutra, not calling directly, whether it's like, oh Krishna, Also wie im Vedanta Sutra, er hat jetzt oh nicht Nishinga, direkt not speaking. die Namen Nishinga oder Krishna gerufen, sondern indirekt, like wie Atoto Brahma Jigyasa. Atoto Brahma Jigyasa is key. What do you understand? So, also was kann man, es ist im Vedanta, was ist jetzt da angesprochen? Und genauso hat er gebetet, er hat nicht direkt Krishna jetzt angesprochen. Very nice, small. You know, Goti Samanyat, Janmadasya Yato. What do you mean by Janmadasya Yato? Only this thing, nothing less. Das gleiche wie im ersten Vers, Janmadasya Yato. Also was versteht man jetzt da? How you can understand? You can understand this under the guidance. Also du kannst es verstehen unter der Führung von Vyasadev, und Vyasadev ist Gurudev. You can understand. It's like mathematics. Small formula there. So, das ist wie Mathematik, da ist eine kleine Formel. But this formula, a huge amount of calculation is there to prove it. Aber da gibt es eine große Kalkulation, um auf das zu kommen. Auf die Formel. Und das kann der Gurudev dann sagen. So wie Formeln sind die Mantras. Also die kannst du aufmachen, da ist so viel drinnen. So Gajendra hat jetzt eben auch nicht direkt den Namen von Krishna angerufen, oder Varadev, oder Nishingadev, oder Ram. Er hat jetzt nur gesprochen, so wie im Vedanta Sutta, in einer versteckten Art und Weise. Wer kann jetzt verstehen? How Keshav Goswami understanding everything? How possible? Keshav Goswami Maharaj, topmost Vedanti. Also Keshav Goswami ist auch ein ganz hoher Vedantist. Also kaum Mayavadi kann vor ihm kommen. Keshav Goswami wie ein Lion, wie ein Löwe, der kann all die Argumente von der Mayavadis aus dem Weg schaffen. Und der hat den Namen gekriegt, Löwenacharya, weil er alles ganz fein hat vor ihm stehen können. So mit den Schlussfolgerungen, was er gegeben hat zum Vedanta. I don't know why it was not printed then. Maybe out of jealousy or something can happen. After that it was printed. Not then. Very nice. Now Gajendra, you go on hearing, I can explain some. Not all, not possible. A huge chapter now. Also es ist ein großes Kapitel jetzt, Gajendra Moksha. Om Namo Bhagavati Tasmai Yatu Etat Chidatmakam Purushaya Yadi Bijayo Parishaya Vidhimahi Om Namo Bhagavate Tasmai Yatu Eta Chidatmakam Purushaya Adi Bijayo Parishaya Vidhimahi. I can explain this too. Do you know Om? Also wenn wir die Silbe Om anschauen, das nennt sich Eksha Aksharam und das identifiziert die ganze Kreation. Das ist die Vigra, die Mantra-Form, die Mantra-Vigra auf Krishna. Oder Radha und Krishna, Gauranga zusammen. Nicht Krishna allein. So Om Nama Bhagavate. Bhagavate Om Tat Sat. Where is Om? That is Tat. Tat Vastu, that is Sat Vastu. Tat ist Tat Vastu, Sat Vastu. Who is Bhagavati? Where is Om? Om, that is Bhagavan. That is Bhagavan himself. Om ist Bhagavan selber. Tasmai. Tasmai. Tasmai means fourth case ending. Es ist das im vierten Fall endet das Wort. Das ist jetzt Grammatik. That personality, unknown to you, but I already speak. Om Bhagavate. So Om Bhagavate. Zu ihm, Tasmai. Bringe meine Ehrerbietungen dar. Yato means from whom I already told. In kein, by whom, for whom, from whom.
all everything is same thing. Da ist dasselbe, Yato. Also von wem die Welt kommt. Etat chidatmakam. Etat chivatmakam. And also Purushaya Adi Vijayo. He is a Purush. Purush who is having endeavor. Your Purushakar endeavor Und is ist not Purush. by your personal endeavor you cannot So, come wenn wir sagen, wir sind Purush, wir können nicht erfolgreich sein. Aber der höchste Herr, der ist wirklich Purush. So, der kann alles machen. But Supreme Lord is the unique. He can do anything. If you want to create this, Also wenn jederzeit, wenn irgendeine Welt kreieren will, das kann machen. Also wir können auch sagen, Vishwamitra ist auch manchmal kraftvoll. Er ist runtergefallen und hat gesagt zu Indra, ich kann einen neuen Himmel machen. Und er hat gesagt, ich kann ein neues Svarga machen. Also himmlisches Reich. So, Kraft ist da, aber es ist nicht gleichzusetzen mit dem Höchsten Herrn. Also mit Krishna kann man es nicht vergleichen. The devotee of Krishna can get all the power of Krishna, all the qualities of Krishna, it's okay. But not that he can get the power of creation, not that he can get the power of die Devotees kriegen die Kraft von Krishna, aber nicht, dass der dann... Also Krishna ist immer derjenige, der hat immer Position wie kein anderer. Also andere kriegen portionsweise, teilweise gewisse Qualitäten. Aber in der vollen Form ist alles in Krishna. So Krishna hat alle Opulenzen, alle 6 Opulenzen im Total, in vollem Ausmaß. Und woanders findest du vielleicht vor, in zum gewissen Grad die Qualitäten. So die 6 Arten, 6 Qualitäten, die findest du im Herrn, in Krishna. So der Purush, der was es all in eins ist. So wie im ersten Vers, Janma dasya yato tatyat. Also er ist voll mit Wissen und so alles Wissen kommt direkt oder indirekt von Krishna. So jetzt gibt es momentan Wissenschaftler, was feine Technologie entwickeln. Das ist aber alles, ursprünglich kommt es von Krishna. Also wir müssen keinen Advice oder keinen Ratschlag an Krishna geben. Es kommt alles von ihm. Und Sharat bedeutet, keiner hat die Kontrolle über ihn. Keiner kann ihn kontrollieren. Er ist selbst kontrolliert. So, das ist nur die Liebe, die was seine Devotees haben, durch die wird er kontrolliert. Aham Bhakta Paradino Yashvatantra Ivatuja. So Purushaya Adi Vijayo Parishaya Vidimahi. Parishayo Paro Ishayo. You are Paro Ishayo. There can be so many Ishwar, but you are Paro Ishayo. Also da können so viele Ishwaras sein, aber er ist Para Ishwar. Du kannst sagen im Shankar, Brahma, Bhagavan, aber Para Bhagavan, das ist Krishna. Parameshwara, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigra, Anadi Radhir Govinda Sarva Kavrana Karanam. Er ist Parama Krishna.
Purushaya Adi Vijaya. Adi Vijaya means this creation all coming from the seed, the root cause. So, die Wurzel, Adi Vijaya, die originale Wurzel, zu der der Gajendra eben mit seinen Erbietungen darbringt, das ist die ursprüngliche Wurzel des Krishna. Avidhimahi. Avidhimahi. Dhimahi means meditation. Avidhimahi. Avidhimahi means, I already told you yesterday. Also er hat gestern schon gesagt. There, if you fix in front of one word, it can change the meaning. Bauer. Like action, if I feel reaction. Also er hat gestern neben den Term schon gesagt, dass gewisse Worte kann man kurz in ein paar Silben verwenden, die was dem Wort Kraft verleihen. So wie Action oder Reaction. Abhishta. Inside my heart, what kind of pure desire. Now Gajendra clearly can speak. Oh Prabhu, when Prabhu, he is speaking, oh Prabhu, don't think this way that I am Gajendra. So Gajendra spricht eben jetzt zu ihm. Oh, glaub nicht, dass ich eben frei werden will aus der Klauen von dem Krokodil und dann mein Familienleben genießen. Nein, das sagt er nicht wirklich zum Krishna. Er sagt eben, dass er erfolgreich sein will, eben in Bhakti dann, dass er weitergehen kann. Also das ist sein Abhishta, sein Wunsch, sein Verlangen. Also er sagt zu Krishna, denk nicht, dass ihr Elefant bin und ich mag jetzt mehr und mehr mit Vergnügen. Nein. Ich möchte frei werden von der materiellen Verstrickung. Er spricht eben, das Krokodil, das ist nicht mein Feind. Er stellt es als die illusionierende Energie dar. So, er sagt ja, der Gajendra, ich kann nur mich selber verurteilen. Ich bin in die Verstrickung reingeraten. Aber jetzt möchte ich Bhajan machen über die und rauskommen. Now next sloka, third sloka. Yasmin idam yataschedam jenedam ja idam sayam jo asmat parasmat cha parastvam prapadde swayam bhuvam. Jasmin idam. From whom this material world Jasmin idam, so von wem die materielle Welt gekommen ist. Wenn du jetzt Arjan machst, sagst du da eine Phalam Pushpam idam. It's called idam jagat. Idam means matter. Those spiritual factor is there inside, but outside you cannot say. Also der spirituelle Faktor ist innen drinnen, aber äußerlich kannst du es nicht sehen. Wenn du dran sind alle Augen hast, dann siehst du, das ist nicht nur Ganga Wasser, sondern das ist die Devi Ganga. Also wenn wir jetzt zur Ganga Ehrerbietung darbringen, das sind verschieden, als wie jetzt der geweihte Pundarik von Chaitanya Mahaprabhu. Der sieht wirklich die Göttin Ganga und macht vor ihr Ehrerbietung. So unsere Augen, die müssen eben die klare Sicht erreichen, damit du wirklich sehen kannst, wie das ist. So wie zum Beispiel in der Welt, dass du siehst, das ist eine Frau, das ist ein Mann. So unsere Augen müssen ganz offen sein. Also du musst deine Sichtweise reinigen. Mehr und mehr, die ganze Zeit. Every fraction of second, don't waste your time. This is called actually bhajan. How to clean? Chaitanya Mahaprabhu already told. Chaitanya Mahaprabhu, you forget. Same thing here going on. You are cleaning your hearts, coming here to hear Hari Katha, through which you are going to clean your
So eben das hat Chaitanya Mahaprabhu auch gesagt, jedoch Banamachanam. Also das Chanten und das Hören von Harikatha, das ist eben unseren Darshana zu reinigen, um eine richtige Sichtweise zu den Dingen zu kriegen. So, und das allein nennt sich Bhajan. Dass du eine mehr und mehr feinere Sicht für alles, wie es wirklich ist, entwickelst. Deine Augen seien die Schriften. Guru und Vaishnava. Und jetzt spricht Gajendra. So in der Wissenschaft finden wir zwei Dinge. Also den Effekt und den Auslöser. Also Cause, der Grund, das nennt sich Karan. So wenn die Ursache, da muss auch ein Potenzial drinnen sein. So, also deswegen kann man nicht sagen, dass die höchste Persönlichkeit unpersönlich ist. Aber die dummen Mayavadi-Philosophen, die sprechen so. So wenn man jetzt fragt, dass du zum Beispiel Butter aus Wasser schlagen kannst, also du kannst einen Topf Wasser, du kannst probieren mit einem Topf Wasser, ob du Butter rauskriegst. Es ist nicht möglich, weil eben die Ursache, das Potenzial, Butter zu kriegen, nicht drinnen ist. Aber wenn du jetzt im Gegensatz Milch hast, nachher in der Milch ist schon die Creme drinnen und du hast dann eine gewisse Prozedur, einen Vorgang, wo du das rauskriegst. So, der Effekt, die Ursache und der Effekt, der Auslöser. So, du kannst eben so alles zurückfalten, von wo wirklich alles kommt. Es muss im originalen Urgrund sein drinnen. Und was dort nicht drinnen ist, kannst du da nicht erwarten, im Äußeren da. Vedanta, in Vedanta is a huge chapter. In Vedanta it is so heavy chapter, it is so nice. Oh, so fine brain. Those are Vaishnavas, their brain is so fine. So die Vaishnavas, die was das Siddhanta, Vedanta sich anschauen, das ist so feine Intelligenz, was die haben. Man kann wirklich dabei vergessen, dass du in der materiellen Gesellschaft bist. Aber du musst zu einem Platz hingehen, wo du wirklich hören kannst. Nicht da und da, sondern da musst du aufpassen, von wo du hörst. Aber Vedanta ist so feines Wissen. So, die materielle Welt, die ist im Herrn, die ist außerhalb, die kommt von ihm. Er ist der Ursache. Also den spricht jetzt Gajendra an. Supreme Lord I am calling. This way actually, he, praying very, very nicely. Number 8 sloka. So jetzt ist der Vers 8. Again now, I am bound to jump, what to do? Excuse me. But here you see, also wir sind immer gebunden zu springen über die Verse, weil wir nicht so viel Zeit haben. Nanam rupe gun doso eva. Na vidyate jasocha janma karmo ba no nama rupe guno doso eva. All material qualities you cannot find in Supreme Lord. So materielle Qualitäten kannst du nicht vorfinden im Höchsten Heern. In der Brahma Samhita, Yat Brahma Niskalam Mananta Shesham Bhuta Govindamadi Purusham Dhamma.
So Niskal bedeutet fleckenlos, du kannst keinen Fleck finden. Shishupal, der kann suchen, irgendwelche Fehler mit Krishna sein, aber er wird niemals Erfolg haben. Irgendein Fehler mit Guru und Vaishnava zu finden, ist nicht möglich. So versuch ja niemals Fehler zu finden. Krishna ist rein und Guru und Vaishnavas, die sind rein. So Vaishnava Nirdosh. Also Vaishnava hat so viele Qualitäten. Wenn man die jetzt alle auflisten wird, wird es eine lange Zeit dauern. Na vidyate na sochate. Also keine materielle Qualität kannst du finden, ist vorhanden. Und er hat wir sind gebunden unter Karma, aber Krishna ist außerhalb von Karma. So, er ist nicht gebunden, irgendein Karma auszuführen. Er sagt Krishna, er macht es, er führt Karma aus, um der ganzen Welt zu lernen oder es aufzuzeigen. Ich bin in Wirklichkeit selbst zufrieden. No vidyate yasso cha janma karma va nama rupa doso guna doso eva. Now Mayavadi are talking us. Maharaj, there's nothing nice look here is written. Und jetzt in dem Vers, da können die Mayavadis verwenden. Weil jetzt eben dort steht, Krishna hat keine Geburt, keinen Namen, keine Form, kein Fehler. So, das ist unser ewiges Brahman. So, also können wir den Vers brechen, können wir die Mayavadis, was die für Philosophie haben, können wir die brechen? Das sollte man schon können, das sollte jeder können. Und zum Beispiel einer sagt, dass Krishna formlos ist. So. Zum Beispiel zu Chaitanya Mahaprabhu ist anerkennen, weil Krishna ist formlos, so wie Sarvabhauma Bhattacharya. Aber Mahaprabhu, der hat gesagt, nein, es ist nicht so. Apani Padam. Er hat eben keine Augen, er sieht aber alles. Er hat keine Augen, aber sieht alles. So, wenn du irgendwas 10.000 Meilen im Meer unter Wasser falsch machst, Krishna sieht es. So. Und wie ist es denn möglich, dass dort jetzt in der Berg steht, er hat keine Augen? Und was das bedeutet, ist, er hat keine materiellen Augen. Das Gleiche ist mit dem Gehör. Er hört Dinge. Also er hört alles. Aber er hat keine materiellen Ohren. So der höchste Herr hat keine materiellen Sinnesorgane. Aprakrita Indriya, also transzendentale Sinne. Hand, leg, everything, no are transcendental. Not material. But you want to prove that Krishna is formless? No, not that. Then how is possible? Apani Pado Javanam breath. Now you are speaking no handle, you are speaking he can run fast. How you can calculate? Das Gleiche eben, es ist geschrieben, er hat keine Füße, aber er kann doch so schnell laufen und kann alles nehmen von dir. So, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, gibt ihm das Beispiel, er ist selber Krishna. Er spricht jetzt vor dem Mayavadi-Philosophen die Argumente. Dass eben Krishna seine Vidyamanti, Pashyanti, Pantikayanti, Jananti, das ist eine Brahma Samhita, aber
They are in morning time, 4 Also du o'clock. kannst zum Beispiel in die Himalaya, Morning time, all Brahman. in das Gebirge gehen, da singen sie die Verse. Very nice. Um 4 Uhr morgens. Brahma Samhita. Brahma Oh, Samhita. every morning. Jeden Morgen. You can hear in morning time. Very nice. Huh? So, you see, so here it is written this way, but we should understand Naviddati Yasu Chok Janma Karmo Va No Nama Rupe Guna Dosu Eva Va. That doesn't mean Krishna is speaking lie. Das bedeutet jetzt auch nicht, dass Krishna Lüge spricht. Janma Karma Janma Karma Jamedivyam. Takta Deham Punarjanma Naiti Maniti Swaharjuna. In Gita, Krishna saying, who is Vers aus der Bhagavad Gita, full knowledge. also derjenige, der was volle Idee und volles Wissen hat über meine Geburt, der wird Befreiung erlangen. Ich nehme nicht Geburt wie ihr alle. Das ist Yogamaya Upashmitam. Also Yogamaya, das ist seine spirituelle Energie, die was das alles, durch die er erscheint und verschwindet. So Shakti, Shakti, Mataya, Bed. Also derjenige, der was die Energie hat und die Energie selber, das ist nicht verschieden. So die Energie, was du in deinem Körper hast, die ist auch nicht verschieden von dir. Das Potenzial ist da. So Shakti, Shakti, Mataya, Bed. Das ist der Höchste Heer, ist Shaktiman. Und die Lebewesen sind Shakti. Oder Radharani und Govinda ist nicht verschieden. Also seid aufmerksam bei dem Punkt. Also die, was über den Aprikat, Geburt, über das Bescheid wissen. Why you speaking? I like to Brajadam. Why speak? You know the meaning? Not knowing. You know? Maharaj, I like to go to Brajadam. Also viele sagen, oh Maharaj, ich will zum Brajadam gehen. Also, aber das ist nur vielleicht Gerede. Und was bedeutet das wirklich? Brajadam means where Brahma taking birth is called Braja. So wo der Brahma Geburt nimmt, das ist Braja. Brahma Jayate iti Braja. So Brahma Jayate iti Raja. So nice in Sanskrit, this technology. So das ist Sanskrit, feine grammatische Aufteilung. Du kannst keinen Fehler machen. So, wo Brahma Geburt nimmt, das ist, nennt sich Braja. Brahma. So this way, Also Brajan, so you can come to this conclusion that Gajendra is not so wir können zu der Schlussfolgerung kommen, dass eben Gajendra nicht für Unpersönlichkeitserlösung betet. We can break their meaning. They cannot stand in front of us. Tasmai namo parishayo brahmane ananta saktai arupayo rurupayo namo ascharjo karmani. First, number 8 sloka I told, naviddate yasso cha janma karmo ba no nama rupe guna dos eva va tathapi loka payo sambhavayo yasamaya tani anukala mrichati. Loka paya sambhavayo. There is Srishti creation, Also Srishti, die Kreierung und die Erhaltung und die Zerstörung, das ist alles ausgeführt von ihm. Loka Payo Sambhaha. Anukala Mrichya. Purposely Bhagavan take birth, this, that, bring different kind of loka,
And he is engaging his maya to destroy, and create. Because this world is the vikar, deformation die Welt, of maya. das ist das Vikar, die Transformation auf Maya. Und die Maya war das zu sagen, die Welt Brahma. Supreme Brahma. It's not right. How possible is a Brahma Niskalam Anantavu, he can get distorted? No, it's not right. So das ist aber nicht So richtig. now the second stroke 9 number, I can go on reading. Okay? If I explain it will take long time. Tasmai namo parishayo brahma. Er spricht jetzt die Verse, weil es schon zu lang dauert. Namo ascharya karmani. Tasmai nama, I am praying to him. Tasmai Namaha, also ich bete zu ihm. Parashaya Ananta Shakta, also er hat so viel unendliche Energie. Er hat keine Form, Arupaya. First Gajendra speaking Arupaya, and second time is the Rurupaya. Ururupaya. What's that? Zuerst spricht er, dass er keine Form hat, und dann spricht er, dass er Form hat. Und so viele sogar. Hari Ananta, Hari Rupananta. Hari infinity and he can take infinity form. So you see Gajendra, how nice speaking. Arupaya, Rurupaya. First speaking, you have no form. Second way, you can take countless form. Huh? What's that? Yes. You can, it's for Supreme Lord, you can balance it. Now you can put a nice question so that I can give you nice So jetzt kann man eine Frage stellen, wo ein schönes Siddhanta dann rauskommt. Wenn man zum Beispiel fragt, oh, Krishna, der nimmt keine Geburt, aber doch er nimmt Geburt. Oder er hat keine Form, aber hat eine Form. So Krishna ist selbst kontrolliert, aber Krishna ist doch, dass er in Vrindavan zu seiner Mutter sagt, oh, ich bin hungrig. Also wie ist er selbst zufrieden? Das ist immer das Gegenteil. So in der materiellen Welt kann man keine zwei gegenseitige Dinge in Einklang bringen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in dem Zimmer bist, dann kannst du nicht in einem anderen Zimmer sein. Das ist nicht möglich. Also aber für Krishna ist es möglich. Krishna kann in Vrindavan sein, Krishna kann in Navadvip sein, Krishna kann überall sein, zugleich. Two contradictory factors and can reconcile. We can reconcile about Krishna, not for you. Two contradictory matters can be balanced very nicely. For Krishna, everything. Krishna is self-content. So für Krishna ist alles möglich. Aber warum fühlt er sich jetzt hungrig? Ja, es ist auch möglich. Für Krishna ist es auch möglich. So now, Tasmai namo parishayo brahmanya ananta saktai arupayo rurupayo namo ascharya karmane namo atma pradipayo sakshine paramatmane namo giram viduraya manasas chetasamapi satyena pratilabhyayo naiskarmena vipaschita Namo Kaivallanathayo Nirvana Sukha Sangbide Namo Santayo Ghorayo Murayo Gunodharmine Nirvishishayo Sammayo Namo Jnano Ghanaya Cha Khetragayo Namastubhyam Sarvodhyakshaya Sakshine Purushayo Atmo Mulayo Mulo Prakritaye Namaha. This way every time Gajendra is speaking. If I go on explaining, one word can take long time. Also da gibt es jetzt so viele Weise, wenn man da jetzt durchgeht, das Wort für Wort, man braucht nicht für ein Wort allein zum Erklären schon Stunden und kann Tage drüber reden.
So Shanta, Shantaya bedeutet ruhig und Gauraya bedeutet also aufgeregt. So Gegenteil. So alles kann in Balance kommen in dem Fall von Krishna. So beidseitige Argumente. Sarvagamanayo Maharnavayo Namo Apavargayo Parayanayo Namo Namasta Khilo Karanayo Niskaranayo Bhuta Karanayo. It's very nice. Namo Namasta Khilo Karanayo. All we see, what we find everywhere, the original root is you. So alles, was wir sehen, irgendwie in der Welt, von dem allem bist du die ursprüngliche Wurzel. So spricht der Gajendra jetzt ihn an. Und zur selben Zeit bist du auch nicht verantwortlich für all die Dinge. Namo Namasta Khila Karanayo Niskaranayo Bhuta Karanayo Sarvagamanayo Maharnavayo Namo Apavargayo Parayanayo. This time it tears in cheeks. So Gajendra ist jetzt in Tränen und betet. Mit Tränen in die Augen. Ein Fuß ist gefangen beim Krokodil. Bei Maya. Crocodile. This way now Gajendra crying and speaking, oh Prabhu, don't think I like to get relief to enjoy my jetzt, oh, denk nicht, dass ich einfach mich wieder vergnügen will mit die weiblichen Elefanten und länger leben und durch den Wald wandern kann. So für das bete ich nicht da. No, oh Prabhu. Madrik prapanna pasupasa vimokshanayo muktayo bhurikorunayo namamalayo. Madrik, like me, Madrik, Madrik prapanna pasupasa vimokshanayo. You are so merciful. Also du bist so barmherzig. So Tier wie ich, ein gefallenes Tier. Ich bin Gajendra. So, zudem bist du sogar so barmherzig. Es sind so viele verschiedene Tiere. Und ich zähle unter ihnen. Und ich bringe dir meine Erbittungen dar. Und er ist eben nicht frei, weil er eben einen Fuß in die Klauen hat vom Krokodil. So um Bhakti zu kriegen, Bhakti ist die wirkliche Freiheit. Bhurikarunaya. You are not ordinary merciful. Das heißt eben, du bist nicht der herkömmliche, es ist keine herkömmliche Barmherzigkeit, sondern ein Ozean von Barmherzigkeit. Für all deine gebundenen Seelen, denen hilfst du. Aber die materiellen Leute, die wollen nicht zu dir kommen. So sei Gurudev hat gesagt, Gauranga Nityananda, mit offenen Händen da. Also die wollen immer gehen und die sagen, Kim zu mir. I have no time, I can go to Maya. No time. Guru Maharaj used to speak. The Gauranga Nityananda sing this way. Calling you, hey, why are you going? Come to me. No, I cannot come to you, I can go to Maya. Go. Madrik prapanna pasupasa vimokshanayo muktayo bhurukarunayo namo amalayo. No amalayo, amal means pure. Amalayo. So Amalaya bedeutet This rein. way, you know, Gajendra praying. So auf die Art betet jetzt After Gajendra. that, Gajendra again crying and speaking, 20 slope, 20. Das ist jetzt 20. Previous slope is 17. You find?
Yes. Madrika papanna pasupasa vimokshanayo muktayo harikarunayo namo amalayo. Now, number 20 sloka. Ekantino jasso no kanchanartham vanchanti jevai bhagavat prapanya Atvad-bhutam taccharitam sumangalam gayantu ananda samudramagana ekantino yasvana kanchanartham vanchanti jevai bhagavat prapanya Atvad-bhutam taccharitam sumangalam gayantu ananda samudramagana. Gajendra speaking, Prabhu. So Gajendra spricht, oh Prabhu. They never ask anything from him. Gajendra speaking, Prabhu, those who are having actual love with you, Die, was wirklich Liebe zu dir haben, die, was die kennen. How nice you are, Prabhu. How excellent, they cannot describe through philosophy. Also so exzellent wie du bist, es ist keine Philosophie vorhanden, um die zu erklären. Um die Schönheit, die Barmherzigkeit. Durch Philosophie kann man nur eine Richtung gehen, Ost, Süden, Westen, Norden, so andeuten. Aber wir haben nie die Möglichkeit, das vollkommen auszudrücken. Und deswegen betet Gajendra, Ekanta, so diejenigen, die was die vom Herzen lieben. Also für alles. Those are 100% inclined to you. Die fragen nicht um irgendwas in der Welt, sondern die sind 100% nur, haben nur die Energie auf die bezogen. So, die sind so selbstzufrieden mit deiner Gemeinschaft, Harikirtan, Harikatan, so dass sie eben komplett vergessen, irgendwas zu fragen und sie wissen auch nicht, was zu fragen. Sie haben keine Wünsche. So, die sind schon in einem Ozean voneinander. Also wir fühlen nicht irgendwie, dass es nötig ist, irgendwas zu fragen. So, die befinden sich in dem Ozean des transzendentalen Glückes. Samsara Sindhu. Premam budho viharani jadi chitta biti Chaitanya chanda charane kuruta anuragam Chaitanya chanda charane kuruta anuragam. Many times I speak. Bhagavatam Saraswati. Sansara sindhu uttarane hidayam jadi sa. If you want to cross this material ocean, Sansara sindhu uttarane hidayam jadi, if you are feeling from heart, Sansara sindhu uttarane hidayam jadi sa. Premam budho viharane jadi chitta vitti. If you want to swim in the ocean of this transcendental bliss, then you will have to come, you will have to approach the lotus feet of Gauranga. Nowhere else. Also wenn du den Ozean überqueren willst, Chaitanya padam bhujo madhupyabhyo namo namaha kathanchit asrayat jesam saupitad gandhava bhavet. The lotus flower of Chaitanya Mahaprabhu is a lotus also feet. die Füße von Chaitanya Mahaprabhu ist wie eine Lotusblume, so viel Honig ist da. Und die Devotees, die sind die Lotusblume. Si Chaitanya Param Padam Madhupepyo Kathanchit.
Also wunderschöne Verse von Prabodhananda Saraswati. Also wenn du Zuflucht suchst bei Awesome Honigbiene, dann kann sogar der Hund auf der Straße, der kann sogar den Geruch von Mahaprabhu kriegen. Need rectification. Treatment going on, huh? Now? Treatment going on. Yes. Nice. So, you see, Attat Bhutam Tat Charitam Sumangalam Gayant Ananda Samudramagna. So, this way Gajendra crying and praying, and all demigods, they are coming in heaven. Ah, whom he is calling? So auf die Art betet Gajendra. Brahma speaking, maybe he is calling to me. No, he's not speaking any name. So Brahma wartet, er denkt sich eben, oh, vielleicht spricht er zu mir. Indra denkt sich, vielleicht spricht er zu mir. Nein, Shankar denkt sich, vielleicht ruft er mir, aber sie haben nämlich ein falsches Ego. Wenn sie mir jetzt nicht wirklich beim Namen rufen, dann werde ich ja nicht kommen. So denken die Halbgötter. Die haben eine gewisse Prestige. So ohne dass jetzt wirklich ruft, oh Shankar, oh Brahma, davor kommen die nicht. Aber Gajendra, zu wem hat er eigentlich gerufen? Derjenige, den was er ruft, der weiß alles. Das ist der Höchste Heern. Now actually, this way actually, repeatedly you see, then after that those demigods thinking, maybe to be is calling. Sukdev Goswami speaking now very nicely. Evam Gajendra Mupavarnita Nirvishesham Brahma Dayo Vividolinga Vida Vimana. You see, Sukdev Goswami says, this way, when prayer going Sukadev Goswami, der schreibt jetzt, wenn das Gebet vor sich geht von Gajendra, Evam Gajendram Upavarnita Linga Vida Vimanaha Noite Yadopastrir Punar Rikhilatmakatvat Tatrakhilama Dakhila Marayo Harira Virasit. When all those demigods, they are in speculation, they are, calculating. And in the meantime, so all die Halbgötter, die kalkulieren jetzt, zu wem. Aber zu wem ruft wirklich Gajendra und Guru, you are late, run fast. Also Vishnu, der sagt jetzt zu Garuda, Garuda ist eigentlich so schnell, wie zum Beispiel schneller wie der Geist. Aber er sagt zu Narayan, sagt zu Garuda, oh, warum bist du so spät, Weil eben wenn Seit Devotee ruft und Schmerz hat, und hat ihm der Höchste Herr so viel Verlangen, ihm zu helfen. So, komm schnell. Deswegen hat er gesagt, warum bist du so spät? Und nachher fährt er auf den Garuda, er springt auf den Garuda. Also normalerweise, wenn das Flugzeug landet, musst du warten und aufsteigen. Aber in dem Fall ist der Höchste Herr gleich auf Garuda, das ist ein Adler, sei ein Flugmittel von Narayan. Und dann ist er gleich mit dem runtergeflogen. Hari, his name is Hari, jumping with chakra, wheel, and jumping and throwing also mit seinem Chakra ist er auf Garuda gesprungen und ist zum Krokodil und hat ihm mit seinem Chakra den Kopf abgetrennt. Und die Seele ist rausgekommen, das war in seinem letzten Leben Huhu Gandharva. Das war im letzten Leben hat dem Devala Rishi ein Bad genommen und er ist untergetaucht im Wasser und hat seine Füße unter Wasser gezogen. Und er, hihi. So, geh. So, warum bist du so... warum machst du sowas? Du bist wie ein Krokodil unterm Wasser, machst du so einen
Spaß, ich verfluche die. Und dann hat er verflucht und somit ist er eben das Krokodil geworden. Und er hat gesagt, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, bitte, bitte nicht. Aber zu der Zeit, wenn du in dem Fluss bist, dann wird die Hari Shalanein wird kommen und die befreien. So, und jetzt ist Gajendra frei von dem Krokodil. Und Gajendra, der schaut sich jetzt das Ganze von oben an. So für Tausende von Jahren ist der Kampf jetzt vorgegangen zwischen dem Krokodil und dem Elefant. Das war nicht live für ein paar Stunden. Das ist Divya Sahasra Sahasra. Divya. Also für Tausende von Jahren ist der Kampf vor sich gegangen. Also es war ein ganz aufregender Kampf. Where Gajendra so mighty, Krokodil fighting. Thousands there fighting. Now what they cannot expect any kind of Padma, lotus flower or any kind of, because for thousands they are fighting. So, also das ist jetzt vor 1000 Jahren der Kampf vor sich gegangen nach der ganze Ort, der muss ziemlich zerstört ausgeschaut haben. So, und von woher hat jetzt den Gajendra eben eine Lotusblume nehmen können und den Höchsten Herrn aufzeigen und wirft die zu Hari. So, wie ist es möglich? Aber da gibt es ja jetzt einen schönen Punkt dahinter. So mit Krishna kommt nämlich Lakshmi Devi genauso. Und Lakshmi hat immer Lotusblumen in ihrer Hand. So wenn Lakshmi und Narayan Narayan springt runter, wenn sie ankommen und Lakshmi denkt sich, oh Gajendra, er möchte was im Herrn opfern und darbringen. Und dann wirft sie eben die Blume runter. Und somit hat Gajendra die Möglichkeit, das herzunehmen. So antas sarasi uru balena grihito arto drishtva garudatmati harim kha upat chakram. So antas sarasi uru balena grihito arto drishtva garudatmati harim kha upat chakram. Utkippo sambhujolvaram Giramaho krichat Narayanaya Khila Guru Bhagavan Namaste Narayanaya Khila Guru Bhagavan Namaste. This way, speaking, Narayana Khila Guru Bhagavan Namaste, very, very with, krichat means is feeling pain because for a long time he is still with tongue offering a flower to Hari to pay respect to Spanjali. Twang Bhiksho Piritamajo Sahasa Avatirjo Sagrahamasu Sarashaha Kipojaharo Grahat Vipatito Mukhadarina Gajendram Sampasatam Harim Mumuchu Uchriyana. Now Gajendra, he is suffering. Now this way cut the throat of crocodile and make Gajendra free. So ist ihm jetzt Gajendra befreit worden von dem Krokodil. Und Huhu Gandharva ist aus dem Körper vom Krokodil und ist auf Sei reich gegangen. Und Sukadev, das sagt jetzt, wer ist jetzt der Gajendra und wer ist das Krokodil? Also der Gajendra ist Indrajumna Maharaj und das Krokodil Huhu Gandharva. Aber wir können da nicht länger jetzt drüber sprechen.
Now actually we are coming. Und jetzt kommen wir Actually in eighth Manu Vangsha. Manu Vamsa. Among different kind of Manu. Sadhudev Manu, this Manu, that Manu, so many Manu. So you can get confusion. In confusion, be careful. Here Sukdev Goswami speaking. What about this Gajendra Moksha? Hey Parikshit, I am speaking about the Gajendra, which is Royot Mananta. I speak about that. Now at present I am speaking about Royot Mananta. Chakshus Mananta. Also da gibt's, jetzt kommen wir eben zu dem Manvanta. Das ist jetzt Raivata Manvanta, Chaksha Manvanta. Fourth Manu. So das ist der vierte Manu. Panchama Manu, Arjun, Bali Vindavada. This way as described. Now we are coming to this point. Bali, Arjun, Vindhya. They are going to churn this Kir Sagar. Und jetzt kommen wir zum Quirlen des Milchozeans. First, demigods are in problem because Bali Maharaj also take control over that. Already they are taking heaven, nowhere to go. Then they are praying to Supreme Lord. So, Supreme Lord suggesting, well, you can do die machen alle die Gebete Indra mit seinem ganzen Gefolge, die Bete und zu Brahma gehen sie und die beten dann zu Bali Maharaj. Brahma gibt ihnen den Ratschlag. Supreme Lord speaking, you can speak this way, very humble way. Demons, we are demigods. You are demon, Ashu. But actually we are coming from same father Kasab. So, die Dämonen und die Halbgötter sind vom selben Vater, Kasyapa. So, wir können uns jetzt zusammentun und den Ozean der Milch quirlen, dass man durch den Amrita Nektar kriegt. Very nice information we bring for your kind information. Oh, Bali Maharaj, don't become angry. Then from distant, Bali Maharaj watching, all demigods, they are coming with shrugging head. So, Bali Maharaj, der schaut jetzt von der Distanz, wie alle Halbgötter kommen. Und alle Halbgötter und Dämonen. Indra, they are coming. Bali Maharaj, stop. They are coming without any missile, astra, and very humble. Aber er sagt, na, brauchst keine Angst haben, die kommen ohne irgendwelche Waffen. So fangen die dann zu kämpfen. Bali Maharaj sagt es eben, kämpfe jetzt nicht, das ist eine ganz demütige Stimmung, kommen sie. Die haben keine Waffen, du musst sie jetzt nicht attackieren. So jetzt bringen sie die Ehrbietung da gegenseitig und sagen, okay, wir haben eine Information für dich und einen Vorschlag. Oh, wir wissen, das Leben ist unstabil. So, wenn wir einen gewissen Nektar, einen Amrita, von dem wir unsterblich werden können, kriegen könnten, wir wissen, da könnte man den Milchozean quälen und nachher hat man die Möglichkeit, den Nektar rauszukriegen. So, wir können uns zusammentun, ihr selber und mir, und nachher machen wir das. Und so haben sie sich jetzt beide entschieden, die Dämonen und die Halbgötter, um jetzt den Ozean Kir-Saga zu quälen. Yatha Bhagavata Brahmana Matitoho Kir Sagaraha 11 and 5th chapter. Kir Sagara Jadarthamba Yatoschadrim Dadharambu Charatmana Ambu Charatmana. How it was possible? And so, der Parikshit Maharaj, der fragt eben jetzt die Frage, wie ist das Quirlen des Milchozeans vor sich gegangen und warum hat dann Vishnu die Form von einer Schildkröte angenommen, um den Berg zu heben und wie die Deva das Nektar gekriegt haben.
Sie brauchen eben da jetzt ein Seil für das Quirlen vom Ozean und sie kriegen dann den Advice, den Ratschlag, Vasuki, die Schlange, herzunehmen. Und den Stock, das ist Mandara. Mandara, das ist der Berg. Und Mandara, der Berg, das ist ganz ein schwerer Berg. Und die tragen jetzt den Berg in die Mitte vom Ozean. Und viele Devatas sterben sogar dabei, weil der Berg so hoch ist. So, es ist nicht möglich, das ist zu schwer. So, und jetzt dann kommt der Höchste Heern und sagt, was habt ihr für ein Problem? Und sie sagen, der Berg Mandal, der ist viel zu schwer zum Tragen, so lass mich tragen. Und der Höchste Heern nimmt ihn mit einem kleinen Finger und geht zum Ozean, das Milch, von der Milch, und tragt ihn dorthin und legt ihn in die Mitte rein. Und jetzt haben sie dann angefangen, den Ozean zu quälen. So, also jetzt ist der Stock da und das Seil, also das Form von der Vasuki und dem Mandara-Berg. So. Vasuki gibt jetzt den Ratschlag. Alles das, was die sagen, so zu Indra, findet keine Fehler und macht es so, wie sie sagen. So, wenn immer die sagen, oh, das kann man nicht machen, nachher machst du es einfach. Stimmst einfach zu. Jetzt ist eben eine kritische Frage, weil die Halbgötter, die wollen jetzt den Kopf von der Vasuki, von der Schlange anfassen. Und dann sagen jetzt die Dämonen, den Schwanz von der Schlange, das Hinterteil, das können wir nicht anfassen. Und so wechseln sie jetzt die Seite. Okay, nachher geht ihr zum Kopf von der Schlange und wir gehen hinten. Also die haben dann das erste Mal, was sie angefangen haben zum Quirlen, haben sie keine Basis für den Berg gehabt und nachher ist der Berg untergegangen. Und dann haben sie wieder betet zum Höchsten Heern und er hat gesagt, okay, hilf euch. Und dann hat er die Form von Komadev angenommen, von einer Schildkröte, einer riesen Schildkröte. Und der ist runter den Berg gegangen und hat den Berg aufgehoben. Und hat den Hügel, den Berg, auf ihrem Rücken genommen und jetzt fragt er, okay, seid ihr jetzt komfortabel? Okay, dann fangen wir an. Jetzt gibt es keine Störung mehr. Because demigods, they wanted to catch the fish purposely. Because politics is nice. They know they can fight. We are honorable Asur. How we can catch? Also die Devatas, die haben eben so clever, die haben zuerst den Kopf genommen von der Schlange und dann haben sich die Dämonen aufgeregt. Oh, warum nehmt ihr jetzt das, wir können nicht das Hinterteil von der Schlange angreifen. Dann sagen sie, okay, dann tauschen wir. Und jetzt nehmen die Halbgötter das Hinterteil und die Dämonen nehmen das jetzt den Kopf von der Schlange. Und jetzt kommt, und dann fangen sie an zu quirlen. Und nachher fängt die Schlange an zu atmen und nachher kommt mehr und mehr Gift aus dem Mund von der Schlange. So alle Dämonen, alle Asuras, die sind jetzt voll mit dem Gift. So, und alle werden sie schwarz mit dem Gift und fühlen sich allmögliches, wie sie sterben werden. First of all, they give one by one, they are giving nice thing, you see. They are getting nice thing, you see.
So Supreme Lord is everywhere, where not. So der höchste Herr ist überall, wo nicht da. So als erstes ist der höchste Herr in den Milchozean gegangen und hat den Berg, den Mandalacharan, aufgehoben. Als Stütze, als eine Plattform. This way, one by one, you see, very nice, chanting going on. So auf die Weise geht eben jetzt das Quirlen von dem Ozean vor sich. First, one by one. First, Oiravat, Hati, Uchchesrava, Goda, Uchchesrava, one elephant, special elephant. Special elephant. Horse, sorry. Special horse. That horse, who Also als taking? erstes Horse always very nice. kommt das Pferd raus, Uchesha. I can take it. Well, you can take it. So das nimmt Bali Elephant Maharaj. coming, Ein Elefant, Airavata. Oiravat, Indus taking. Airavata. So one by one, alternative, one by one, this problem, going on. One by one, they are getting. After that, finally, when Lakshmi coming, Und wenn Lakshmi, weil jetzt kommen die ganzen die Dinge, die kommen jetzt raus aus dem Quirlen vom Ozean. So als erstes, was rauskommen ist ein Pferd. Das zweite, was rauskommen ist ein Elefant von Indra, der Airavata. Und dann kommt Lakshmi raus, die Glücksgöttin. So, das kommt jetzt alles aus dem Quirlen vom Ozean raus. Und nachher, das kann man eben auch nicht das alles im Detail aufzählen, aber es sind viele, viele Dinge. Und nachher kommt zum Schluss Amrita, so der Nektar vom Himmel. So mit dem Nektar kommt aber auch gleichzeitig Gift. So keiner kann aber nicht wirklich Gift zu sich nehmen. So für den Amrita, wer den jetzt kriegt, um das streiten sie sich. Aber wer nimmt jetzt das Gift? So alle... Und nachher schreien sie jetzt wieder alle aus, oh, so viel Gift kommt raus. Und nachher hilft ihnen Shankar, Shiva. So Shankar und Parvati, das ist die Vater und Mutter. Von allen in der Welt. So, sie fragen alle jetzt, oh Vater, Mutter, ihr müsst irgendeine Lösung für das finden. Und Shankar Bhagavan denkt jetzt nach, okay, was machen wir? Und dann hat er die Entscheidung getroffen, jetzt zu trinken, das Gift. Also hat die Frau gesagt, fragt Devi, oh, was denkst du? So, alle werden jetzt sterben, alle Kreationen. Und die Devi, die weiß, was für Kraft Shiva hat. So, okay, wie du willst. Und dann hat Shiva seine Hand aufgemacht und hat das ganze Gift getrunken. Und weil in der Art und Weise, wie er das getrunken hat, seine paar Tropfen jetzt eben auf der Seite aus seiner Hand runtergeflogen auf den Boden. Und durch das entsteht eben auf der Welt, durch die Tropfen, was da gelandet sind auf der Erde, entstehen eben Skorpione, Schlangen, Spinnen. So now Shankar Bhagavan drinking. Now Shankar Bhagavan drinking. Also das ist die Ursache, ist das Gift aus dem Ozean, was sie da quält haben. Und genau ein wichtiger Punkt ist auch der Shankaracharya, der Shiva, der trinkt jetzt nicht das Gift wirklich, dass er schluckt, sondern er haltet das in seinem Hals. Deswegen nennt er sich auch Nilakanta, weil es ein anderer Name für ihn. Und er lässt das Gift nicht runtergehen, weil er weiß, dass in seinem Herzen Vishnu, der höchste Herr, sitzt. So, er wird es nie runterlassen, dass er Probleme kriegt. So, das kaltet da im Hals, stoppt er das Gift. Und dann ist sein Hals blau geworden und dann, durch das nennt er sich Nilakanta. Also Nilakanta bedeutet der blaue Hals.
Prabhu speaking, don't fight with them, with Asur. Be careful. Anytime they are fighting, they like to fight, you become angry. Okay, as you say, right. Now after that Amrita coming, and after that Amrita is protected. But what to do? They are Asur. They are not falling, they are not ready to follow der Nektar, der ist jetzt geschützt, aber es ist ein Problem, weil eben der Topf war auf der Seite und die wollten jetzt alle Bad nehmen und sich frisch anziehen. Die Devatas wollten das machen und dann eben den Nektar zu sich nehmen. Aber in der Zwischenzeit sind eben die Dämonen gekommen, die haben gesagt, nein, jetzt sind sie abgehauen eben mit dem Topf vom Nektar. Und jetzt kämpfen sie wieder miteinander. Also zuerst sagen sie, ja, wir haben jetzt ja gleichen Aufwand gehabt. Ihr zur Hälfte, mir zur Hälfte, so jeder soll seinen Teil haben, sagen die Devatas. Also warum macht sie das Problem? So dann erscheint Mohini Murti, das ist auch Form von Vishnu, um das jetzt dass es nicht so eskaliert, die Situation. Directly going into the room of where is prohibited. Outside man not allowed. Whereas, Krishna's going inside the room of Radharani in Vrishavanupur. So nice looking. And Radharani embracing, oh Sakhi. This is so nice, you see. They don't, nobody can marry. So this way actually Mohini coming. So Mohini, when Mohini appearing, so wenn jetzt die Mohini erscheint, those demigods and and the Asura, they are all looking at him. Where from she is coming? Die schauen jetzt alle, oh, woher kommt jetzt die Dame, die Mohini Murti? They like to talk with that nice lady. Und alle wollen sie jetzt sprechen mit ihr. And the demigods, they very clever. They are very. I'm coming. Don't worry. I'm coming here. Then after that, there's Asura. Die wird das sein ein bisschen cleverer. Die sagen, ja, warte ein bisschen. This way you see. Aber die Asuras, die wollen mit ihr sprechen. Und so. So fragen sie jetzt viele Fragen, oh, woher kommst du, was machst du? Das ist schon eine wunderbare Figur und all die Fragen. Und Mohini fragt dann, warum kämpft ihr? Ja, eigentlich sind wir vom selben Vater, von Kasyapa Muni. Also Mohini sagt dann, oder sie fragen sie, kannst du uns irgendeine Lösung geben, wie man das Problem aus dem Weg schaffen kann? Und sagen sie, also ihr müsst einfach das befolgen, was ihr euch sagt. Nachher sagen die, weil sie wollten nämlich nicht kämpfen, sie sagen, okay, du gibst jetzt den Topf mit Nektar zu mir, ihr nehmt das Bad und nachher sitzt alle in der Reihe. So alle die Devatas und die Dämonen, die sitzen jetzt. Alle frisch gekleidet, mit Girlanden und schöne Kleider und warten auf den Nektar. Und in der Zwischenzeit erscheint jetzt Rahu und Ketu. Die seien eben, die haben sich dazwischen gesetzt, schon am Anfang in die Reihe von den Devatas. Mohini arranging this way, you cannot fight. It is the arrangement of Mohini, the director. I past a demigod can sit. You sit that half up. I can distribute. Well, as you like, it is not good to fight with a lady. Also es ist, weil die Mohini Murti, die teilt auf, okay, die Halbgötter sitzen da, die Dämonen sitzen da. Und nachher sagen sie, okay, man kann nicht, weil sie haben ja gesagt, dass sie das annehmen, was sie sagt.
Also es ist folgendes, und man kann nicht streiten jetzt mit der Frau, so deswegen setzen sie sich hin, aber Rahu und Ketu, die schleichen sich jetzt ein in die Linie von den Halbgöttern. Und mit dem Löffel hat sie ihm jetzt alles austeilt. Aber sie hat ihm jetzt schon was in die Hände gegeben von Rahu und Ketu. Und Surya und Chandra, also der Mond und die Sonne, die sind draufgekommen. Und die haben gesagt, oh, die haben jetzt den Nektar getrunken, die haben das gemerkt. Und nachher hat die höchste Person hat das Chakra abgeschossen und dann hat den Köpfe von Rahu und Ketu abgeschlagen, weil der Nektar, ist jetzt noch nicht ganz runtergeflossen ins Herz. So deswegen waren sie noch nicht unsterblich. Und somit hat man jetzt auch die Mondfinsternis und Sonnenfinsternis. Das ist Rahu und Ketu. So Mohini wollte ihm helfen in die Devatas. Normalerweise muss man sagen, das Bhagavan sollte neutral sein. Aber eben, das ist so zum Verstehen, dass eben wenn die Amrita kriegen, nachher werden sie nur mehr streiten. So das kann nur mehr Probleme bereiten für sie. So der Amrita ist dann nur verteilt worden zu den Devatas. Und die Asuras, die haben jetzt nichts gekriegt. Die sind jetzt aufgeregt und ein großer Kampf findet statt, weil sie sich denken, wir haben selben Aufwand gemacht, gleich wie ihr, aber wir kriegen nichts und jetzt haben sie angefangen zu streiten. Und dann erscheint Narada Muni. Narada Muni spricht dann, oh, warum kämpft ihr so unnötig? So hört doch auf mit dem. This way, by the mercy of Naraji Maharaj, they stopped fighting and they are very sorry. They couldn't get, the result of their, energy. They already put it in churning. Half an hour is this. I am not getting it. There is one nice history. Bhagavan Sri Krishna speaking in front of the demigods, nice advice. Tolle Geschichte. It is called high technique, politics. Supreme Lord speaking, you see, also der höchste Herr sagt, be careful, don't fight. Er sagt, oh, die können mit dir streiten. Sag einfach alles, was die sagen, sag einfach okay, okay. Sag ja, niemals na, weil sonst kommt ein Problem. Also, check dein Temperament. Supreme Lord speaking already, and Supreme Lord saying, Ahe nakul, mane like snake and rat. Also so wie eine Schlange und eine Ratte. Ist das Verständnis, das ist jetzt das Beispiel geben, das ist zum Beispiel eine Schlange und eine Ratte. So im selben Platz sind die jetzt gefangen und die Ratte denkt sich, oh, ich kann jederzeit jetzt geschluckt werden, aufgefressen werden von der Schlange. Und dann macht jetzt die Schlange eine Bitte zu der Ratte. Oh nein, hab keine Angst, wir sind alle im selben Problem, wir sind gefangen da in der Box. So, jetzt momentan, heute bist du mein Freund. So, bitte mach etwas für mich, sagt jetzt die Schlange. Sie sagt, du hast schöne Zähne, also du kannst die Schachtel durchtrennen, du kannst ein Loch machen. No, now you are my friend. Why you are fearing unnecessarily? Nice understanding we have. You make a hole, then actually I can also... Also du kannst die da rausbeißen, du kannst ein Loch machen, so dann werden wir beide befreit. Und so fängt jetzt die Maus an zu nagen und macht ein Loch.
then the snake going to catch him. Und wenn dann das Loch groß genug ist, wo die Schlange merkt, dass sie rausgehen kann, und fängt die Schlange jetzt die Ratte. Und jetzt sagt ihm die Schlange, oh, zuerst werde ich die jetzt essen und dann kann ich rausgehen, ganz leicht. So die Story, die spricht eben jetzt der höchste Herr zu den Devatas, so, um sie aufzuklären. By the mercy of Supreme Lord, in the form of, Mohini, they are enjoying Amrita. Der unterweist sie in der Form von der Mohini. Those who are Asura, they are, very sad. We are cheated. We are cheated by demigods. Also die Asuras, die sind jetzt ganz beklagt. Also wir sind jetzt abgezogen worden von den Devatas. Und Shankar, der sagt jetzt, okay, er gibt einen Ratschlag. Oh ja, er hat einen Wunsch, Shankar hat einen Wunsch. Er fragt eben Vishnu jetzt, dass er die Mohini Murti, die Form sehen will. Weil zu der Zeit hat er sie nicht sehen können, wo er eben da das Gift getrunken hat, da war er unbewusst, bewusstlos. Und er hat die Mohini Murti, die Form von Vishnu, von Krishna nicht gesehen. Und jetzt fragt er im Nachhinein, oh, kannst du mir die Form nochmal sagen? Aber warum willst du die Form sehen? Du bist ja die Bassi, du bist ja ein Sakta. So, warum willst du die Form sehen? Und dann sagt er, okay, eines Tages werde ich dir das sagen. So, da sitzt er jetzt im Garten mit der Frau, mit der Parvati, und jetzt vor ihr sieht er jetzt auch himmlische Dame, leicht bekleidet, mit einem weißen, durchleuchteten Kleid und spielt mit dem Ball. Und jetzt vergisst Shiva komplett seine Frau und steht auf und folgt der Dame. Komm her, sagt er. Und sie geht immer weiter und weiter im Wald. Und auf die Art folgt Shiva der Mohini Murti jetzt. Überall, dort und dorthin. Und Shankaracharya schlussendlich verliert seine Geduld und fängt sie. Und jetzt ist wieder von der Mohini ist dann der höchste Herr wieder erschienen, Lord Narayan. Und somit war er eben in der Illusion. So wir kriegen eben das Metall, Kupfer, Eisen. Also wenn Shankaracharya seine Geduld verloren hat, nachher durch das, in dem Fall kriegen wir dann das Eisen, das Gold, das Kupfer, das Silber, das kommt alles auf die Art in die Welt. Und er sagt ihm, oh, dein Maya ist so stark, weil die Mohini Murti hat eben den Maya dargestellt, so wie ein Mann einer Frau nachrennt, der vergisst alles. Und jetzt kommen wir weiter zum nächsten Kapitel. Das sind jetzt über die Manus wieder. So, da gibt es jetzt die Form von Vamandev, die Zwergerscheinung von Vishnu. Und Bali Maharaj, der König Bali. So Rishabdev. Every month a special Manu coming, they have some different name. At the same time, Supreme Lord also taking birth in as so der höchste Herr nimmt Geburt. Follow my point. Der hat Geburt genommen, eben immer wieder, um Indra zu helfen. Manchmal, so wie zum Beispiel Vamandev, der hat auch geholfen, Indra Maharaj. Taking birth from Aditi.
wo er Geburt genommen hat von der Aditi. So in die verschiedenen Manvanta, wo die verschiedenen Manus sein, dort hat er die Verantwortung übernommen, um dem Manu zu helfen, ist der Höchste Heern erschienen. Manchmal eben als Sarvabhauma, manchmal als Rishabh, Vishvaksen, Dharma Shabari Manu, Dharma Setu, Rudra Satu, so all die Namen. So, das sind alles verschiedene Manvanta. So, da erscheinen verschiedene Manus. So unter verschiedenen Formen vom Höchsten Heern nimmt eben Geburt im Himmel, um Indra zu helfen, damit das Ganze alles rund ohne Probleme ablaufen kann. Jetzt kommen wir zum Bali Maharaj. Bali Maharaj satisfying Gurudev and he is successful. Gurudev, they are enjoying full kripa of Gurudev, and now Bali Maharaj, conquered the whole universe, so powerful world. Vishwajit, he is someday arranging Vishwajit Yajna at the bank of, you see, Narmada Nadi, South India. So machen sie jetzt immer so Riesenjagd in Südindien am Fluss von Narmada. Started doing Yajna, and Bali Vishwajit Yajna doing and wanted to defeat Indra again and take control over this, heavenly planet. Also sie wollten ihm wieder jetzt die Kontrolle über die himmlischen Planeten erreichen. So alle Halbgötter, die kamen jetzt zum Gurudev. Because they are enjoying full power of Gurudev. Now you have nothing to do. They are most powerful. So you have to wait. First of all, it is before Bali Maharaj, it is before the incarnation of Vamandev. So das ist vor der Inkarnation von Vamandev, die Situation, über die er jetzt spricht. So wenn die Deva das sehen, dass all die Asuras unter der Führung von Bali Maharaj das Riesen-Yajna um die ganze Welt zu erreichen. Go and sit. So they For come the in time you will have to wait. Then in the meantime, when Aditi, so in der Zwischenzeit, wo Aditi, die Mutter, finding that all my, sons, wo sie eben gesehen hat, dass all ihre Söhne rausgeworfen seien aus dem Himmel, weil das Yajna war so kraftvoll. Bali Maharaj hat Kontrolle über alles übernommen. Und alle Devatas sind verschwunden und abkamen. Und Aditi, die bittet jetzt in Kashyapa, so, all my sons, Indra, all, they are running here and flying here and there. They are losing their position and rank. I like to so all die meine Söhne, die sind eben jetzt, die haben abhauen müssen, so ich möchte eben sehen, dass meine Söhne zurückkommen können und das himmlische Reich übernehmen. So kannst du irgendein Vrata, irgendeine Entsagung auf mich sagen, was ich ausführen kann, dass ich das zurückkriege. Ditima wanted to defeat Indra and get powerful was the same thing, Aditima. So Aditima, when requesting in front of husband, Kashyap Muni, so sie hat dann die Aditi hat jetzt vor dem Kashyapa Muni hat sie gefragt,
okay, ich kann da auch Vrata, Paya Vrata, also Paya Vrata, wenn das befolgt, das Gelübde, nachher kann das so organisiert werden, wie du willst. Das ist ganz ein schwieriges Vrata, aber sie macht es ausgezeichnet, ohne Fehler, so wie es eben geschrieben ist in den Schriften und Kasyapa Muni. So jeden Tag gibt sie Prasadam zu Brahmanas, verehrt die höchste Persönlichkeit und so weiter. So das ist das Bhaya-Vrata. Und jetzt kommt Jaiho. Und jetzt kommt Vaman Maharaj, der wird jetzt geboren von dem Bauch von der Aditi nach dem Gelübde, dem Vrata. When Vamanji Maharaj coming, it is in Savan, in the month of Savan, you know. At the month of Savan, he took birth, and very nice, Savana Nakshatra, Vaman Dadasi. So jetzt erscheint Vamandev. This way, Vamanji Maharaj took birth here, everybody happy, all demigods are dancing. So alle Devatas, die sind jetzt glücklich und die Gandharvatas, die werfen Blumen und spielen himmlische Musik. After that, taking birth, Vamandev Maharaj was giving different kind of donation, different way. Who different? Shankar Bhagavan giving something, Parvati giving something, Indra giving So something. alle geben jetzt gewisse Geschenke zu Vaman Maharaj. Parvati, Shiva und so weiter. Everybody giving some donation. After that, Vamandev Maharaj, when took place, I already told, in 18th chapter, Sronayam Sravano Dadashyam Muhurter Avijiti Prabhu Sarve Nakshatra Taradyas Chakrur Janma Dakshinam. In the month of Savan, in dem Monat von Shravan, wenn die Sterne alle in ausgezeichneten Winkel gestanden sind, es ist we are fasting on Savana Dadasi, that time Vamandev in the noon time, Avijit Nakshatra. So im Nachmittag zwischen 11 und 12 ist Vamandev, also die höchste Persönlichkeit als Vamandev erschienen. Twang Batung Vamanam Drishta Modamano Maharsayoho, all Mani Rishi, they are laughing. So nice, very small, like Joker. Und alle Munis und Rishis, die sehen jetzt die Gestalt von Vamandev ganz klar und so wie ein Zwerg. Aber wunderbare Erscheinung. Prajapati who? Brahma, keeping Brahma in front, reformation, sanskar. Bhagavan also needs sanskar, still to teach us. After that you see, So, da machen sie dann so Geburtszeremonien, Samskara-Zeremonien. Also er hat keine Kleidung an, er hat nur so einen Regenschirmtraktor und so eine Umbrella und nur so ein Tierfell, so von einem Tiger, die Haut tragt um seinen Körper. Also nur from distant, like fire coming, so teja. Then all Bali Maharaj, Bali Maharaj and all, Hota, Udgata, you are sitting, somebody speaking mantra, somebody offering Swaha, Swadha, Habbo, Kabbo, nobody knowing the Habbo. What is the meaning of Kabbo? Nothing. Never you can know. Kabbo means the offering for forefathers there, Pitrigan. Habbo means
offerings for So demigod. gibt's You should Kappa, know Happa. always outside people in the Gaudiya Math, they are foolish. They are all. They Kappa, can say they are Happa. doing nothing, only eating and feeding and fighting with each other. Das ist zum Beispiel das für die Vorfahren, was du für deine Vorfahren und für die Halbgötter opferst im Homa, im Sacrifice, im Yagya. Bali Maharaj coming, Vamandev coming, Bali Maharaj stand up. Come on, come on, come on. We are very lucky you are coming here. Swagatam, Bali Ruvacha. Bali Ruvacha, Swagatam te namastubhyam, Brahman kim karavamate, Brahma sinam Bali Maharaj spricht sakshat manne, Tvaryo vapurdharam, Swagatam te namastubhyam, Brahman kim karavam. Oh Brahman. Oh Brahman, du bist ein ganz ausgezeichneter Brahman. Herzlich willkommen. Was für einen Dienst kann ich dir da bringen? Also dein Körper ist so strahlend, wie zum Beispiel die Sonne auf uns zukommt. Then after that, Bali Maharaj speaking, actually, my demand is very small. Can you fulfill? Yes. So ich komme jetzt eben vom Bali Maharaj, der Bali Maharaj. Und sagt der Zwerg, der Wamman, zum Bali Maharaj, dass sie eigentlich nur einen Platz braucht zum Sitzen und zum Meditieren. So groß wie zum Beispiel 3 Schritte von mir. Und Bali Maharaj sagt, oh, nur das brauchst du. Ich bin ein großer König, ich kann da geben, Königreiche, ganz Asien kann ich da geben. Aber du fragst nur für 3 Schritte. Aber er sagt, nein, ich brauche nicht mehr. Und er bietet eben ganze Länder an und ganze Inseln. Und Bali Maharaj sagt, was kannst du wirklich machen mit so einem kleinen Ort? Was bringt dir das? Aber Vaman Maharaj sagt, nein, ich brauche nicht mehr. Und nachher sagt er, okay, ich kann das geben. After that, 21 chapter, there, Sukuvacho, iti boiro chenora vakyam dharma yuktam sasunritam nishamyo bhagavan pritaha prati nandut dama ababrit. Bali Maharaj is speaking so humbly. Also jetzt spricht Bali Maharaj ganz demütig. Oh, du bist so ein großer Brahman, also ich bin so vom Glück begünstigt, dass du daherkommst. Aber du fragst nur jetzt für so eine Kleinigkeit. Ich kann dir so viel mehr geben. Bhagavan speaking, Vamandev speaking, Bachahas tavaivat janat bhajan, Bachahas tavaitat janadeva sunnitam, kulochitam dharmajutam jasaskaram. You are speaking rightly, because you have big glory. Your heritage is full of glory. So you are speaking accordingly. But actually I need this thing. You are coming from Sagt jetzt, der Vaman Goswami sagt jetzt, du sprichst richtig. Ihr braucht solche Dinge, aber ihr bleibt ganz wenig. Also ihr braucht nicht viel. Ich weiß, ihr habt alles so große Reiche, so deswegen sprichst du so. Aber ich bin ganz einfach. This way, you see, now, Bali Maharaj speaking, actually, Virachan Putra Balidev, Bali Maharaj. Virachan is also powerful, has some heretical factor, very powerful, all glories. Now, Bachaha Stavaita Janadeva Sunnitam Kuluchitam Dharmajutam Jasaskaram. You are speaking rightly, because it's quite natural. You are coming from a big heritage. Actually, just so Pramanam, we know all the examples we have. Yaso pramanam brigavaha samparaye pitamaha kulavidya prasantaha. The evidence is that the Prahlad already there. So der Beweis ist der, dass Prahlad Prahlad
da ist in deiner Dynastie, so spricht er jetzt zu ihm. So ihr seid alles so machtvoll, so wie Virocham und ganz, ganz große Könige. So deswegen sprichst du so. Aber ich brauche eben nur ein kleines Land, ein Stück von Land. Wenn du mir das gibst, okay, dann bleibe ich, ansonsten gehe ich. Sukracharya, der Lehrer von den Dämonen, der spricht jetzt. Und er sagt jetzt zu ihm, das ist nicht nur so ein Zwerg, so ein Vamana. Der Vamana ist wirklich Vishnu selber. Er fragt nach 3 Schritten von Land, aber mach nicht den Fehler und gib ihm das. Und Bali Maharaj spricht dann, oh, das ist ja noch viel besser, wenn wirklich Vaman Maharaj, der höchste Herr, jetzt kommt. Weil eben die Gemeinschaft, was du hast, so nach kriegst du auch Kraft. So Bali Maharaj, der denkt sich, wenn jetzt die Gemeinschaft von sein Großvater, der hat die Prahlad Maharaj, durch die Gemeinschaft mit Prahlad Maharaj hat er die Kraft gekriegt. Also er hat nie die Gemeinschaft mit seinem Vater Virocham. Now actually, Bali Maharaj speaking. Eso vairachene sakshat Bhagavan Vishnu Rabbayaha Kashyapat Aditer Yato Devanam Karja Sadhaka. Is going to fulfill the desire of demigods. Be careful. Also er wird den Wunsch von den Halbgöttern erfüllen. Er kommt von Kashyap und Aditi. So passt er auf. No sadhu manne daityanam upagatu anayo. Big problem going to happen. So ein großes Problem wird eintreten für die Asuras. But actually Indra Maharaj speaking, I already promised him. So what? Aber Indra Maharaj hat gesagt, ich habe es ihm aber schon versprochen. What to do? But no. Until unless he take water in hand and say, Om, yes. Till then your yes, no question. So ohne dass er jetzt, dass du Achaman Wasser in die Hand nimmst und dann Ja sagst, nachher ist es nicht gültig. So macht es nicht. When you see, it took time. When Bali Maharaj speaking, I am going to give, then taking water in hand. Because some mantra need before offering. So Bali Maharaj, der nimmt jetzt das Wasser in die Hand und da muss man immer Mantra dabei sprechen. Now, I'm going to give you. Take. Und jetzt will er das geben, das Wasser. Und wenn er den Krug Wasser nimmt, um das Wasser im Namen von Vamandev zu opfern, zu geben, in der Zwischenzeit wird dem Sukracharya ärgerlich. Und warnt neben jetzt, das ist Vishnu, macht es nicht. Der versucht jetzt, sagt, dass er 3 Schritte nimmt, aber in Wirklichkeit wird er alles von dir nehmen. So, wie kannst du dann dein Leben leben, wenn er da alles genommen hat? Wie kannst du dir halten? Aber Bali Maharaj sagt, ich habe versprochen, ich bin der Großsohn von Prahlad Maharaj. So, aber wenn es Vishnu ist, dann ist es sogar noch besser. Ich habe mir gedacht, es ist ein Brahman, aber wenn es Vishnu ist, so wie du sagst, dann bin ich noch mehr vom Glück begünstigt. So, alle Rishis und Munis, die können nicht die höchste Persönlichkeit sehen, durch so viel Aufwand, aber jetzt ist der höchste Person direkt vor meiner Tür, der ist da, so wie bin ich vom Glück begünstigt. So now actually, when Bali Maharaj giving,
accept, I'm giving. After that what happened? Fast. Sukracharya thought my disciple not going to obey me. So jetzt hat sich Sukracharya zerstacht. Mein Schüler, der folgt mir jetzt nicht. Und dann hat er die Form von einem Kuschgras angenommen und hat dann das Loch von dem Achaman gehabt, von dem Behälter, wo das Wasser eben rausleitet, in die Hand. Nachher, damit das Wasser nicht rauskommt. In das hat er sich jetzt verwandelt. Und nachher hat er der Bali Maharaj das. And when Bali Maharaj, why not water coming out with one kusha, putting stone? Then eyes. Umgekehrt. Er hat eine Form von einem kleinen Insekt oder was angenommen und wollte es verstopfen, das Wasser. Und nachher hat Bali Maharaj mit einem Kuschgras, so einem Strohhalm, wollte es eben jetzt aufmachen, lösen, die Verstopfung. Und somit ist es dann in sein Auge gekommen. Und jetzt kommt der Tropfen in die Hand und das Versprechen ist gegangen. Und dann fragt er eben, wo nimmst du jetzt den ersten Schritt, den zweiten Schritt, den dritten Schritt? So einen ersten Schritt über die Welt, nachher den zweiten Schritt über alle anderen Welten. Und jetzt hat er alles. Alles hat er jetzt mit den zwei Schritten hat er schon alles eingereicht. Und der dritte Fuß, der geht jetzt rauf bis zum Brahma. Und mit dem dritten Schritt, da macht er eben durch seinen Zehennagel, durchstoßt er dann den Ozean und der Ursachen und da kommt jetzt von da entfließt die Ganga ursprünglich, der Fluss Ganga. Das Wasser kommt von daher. Es ist das Fußwasser von Vishnu selber. Und Prahlad Maharaj, der ist jetzt auch vor seinem Schwiegersohn kennen. Und er fühlt sich eben sehr glücklich, dass er in die höchste Person kommt. Supreme Lord, thinking now we can actually by it's called Barun Pash. Pash means bondage. Barun. So das ist. Barun Pash is one kind of a special bondage. Also da gibt es eine Fessel, Barun Pash. Das ist ganz eine enge Fessel. So Bali Maharaj, der wird jetzt gefesselt mit der Fessel. Und die ganzen Asuras, die wollen jetzt kämpfen, weil sie eben ihren König in Schwierigkeiten gebracht haben. So wir können sie töten. Und nachdem sagt der Höchste Heer, ihr habt es mir versprochen. Aber ihr habt mir nicht das Versprechen halten können. So, dann erscheint Vrindavali, die Frau von Bali Maharaj, also mit einem Wassertopf, Abhishek, also so Badezeremonie. Das ist ganz eine intelligente Frau. Das ist wirklich eine Frau. Also nach vedischer Instruktion. So in der vedischen Kultur haben Frau und Mann verschiedene Körper, aber sind zusammen wie eine Seele. Wie eine Seele. So in die Vedas ist auch geschrieben. Sahatarini. You can hear, they cannot hear. Ardhangini. Ardhangini, half body. Ardhangini ist der halbe Körper von Shankara, von Shiva, das ist Parvati.
Also es bedeutet fast dasselbe, von Frau und Mann ist eins. So das ist ein Mantra in der vedischen Hochzeit, also was dein Herz ist, ist auch mein Herz. So wenn du das nicht sprichst, dann ist deine Heirat nicht erfolgreich. Now, actually Vrindavan coming and giving nice advice to whom? Husband. Why not to speak to Vamandev? Oh Vamandev, you put your leg on my head. You can put. So, und nachher sagt eben. You can put your leg on my head. Why not you are speaking? Yes, you are right. That is called wife, actual wife. It's giving, advice, help. Und dann sagt eben die Frau zum Vamandev, du kannst ja sagen, dass sie den Fuß auf den Kopf lädt. So sie gibt einen guten Ratschlag. So, das ist eine wirkliche Frau. Bali Maharaj was advised by Vrindavan. So, Bali Maharaj hat den Ratschlag gekriegt jetzt von der Vrindavan. Und er sagt jetzt zu Vaman Maharaj, oh, du hast keinen Ort, wo du deinen dritten Fuß setzen kannst, so du kannst ihn auf meinen Kopf setzen. So, Vaman Maharaj hat dann den Fuß auf den Kopf von Bali Maharaj gegeben. Und Prahlad Maharaj singt die Herrlichkeit über Vaman Maharaj. Oh Prabhu, also ich bin nicht so von Glück begünstigt, so wie mein Grandson. So im 7. Kanto findet man hervor, Nishingadev, der hat da die Hände auf Prahlad gelegt, aber jetzt hat er die Füße auf Bali Maharaj gegeben. So alle kommen jetzt, Brahma und Shankar. Bali, everything giving to you, you should at least make him free. So, Bali Maharaj hat da alles gegeben, du sollst ihn jetzt frei machen, sagen sie. Actually, Supreme Lord speaking, now you can go to Sutal. Go to Sutal. Und der Höchste Herr sagt, du kannst zu den unteren Planeten gehen, zu Sutal. Also da ist ein schöner Ort, da gibt es sogar mehr Opulenz und Reichtum als wie im Himmel. Satala Dahi nennt sich der Ort. So alle gehen jetzt runter zu Shutal und dort ist der höchste Herr Vaman, der verspricht, dass du dir immer und immer an deinem Tor finden wirst, an deinem Eingangstor. So Bali Maharaj ist jetzt mit seiner ganzen Truppen, ganz einer Gemeinschaft auf den Ort Shutal in das untere Reich, die unteren Planetensysteme gegangen. Und im nächsten Manu ist schon vorausgesetzt, dass er eben die Position von Indra kriegt, so im nächsten Manvanta. So das ist die Arrangierung vom Höchsten Herrn. Und eines Tages ist dann Ravan gekommen, um Bali Maharaj zu stören. Und Vamandev hat einen Krieg gegeben und er ist dann eine lange Distanz weit weggeflogen. So er ist eben immer als Türsteher dort in seinem Reich, in Shutal. So ein Name für Vamandev ist auch Upendra. Also Upa Indra ist der Vater von, der kleine Bruder von Indra, der hilft Indra, um sein Sinhasan zu erhalten. Bali Joggo, finally Joggo was in problem. There's Joggo, Bali Maharaj couldn't complete Jagya. Bali Maharaj hat jetzt nicht das Yagya fertig ausführen können. Und beim Ratschlag von Brahma und anderen
You can complete your yoga. Nice. Sag jetzt, okay, du kannst das jetzt fertig ausführen. So, what sloka you see? 22 sloka, adhyay. Jaduttama sloko bhavan mame retam bacho valikam surovaryo mannate karoti mritam tanno bhavet pralambanam padam tritiyam kuru srishni me nijam. This sloka, Bali Ruvacha. 22 adhyay and second sloka. Im 8. Kapitel, 8. Kanto 22, Pasho vandyas vyasanat durattayat naivartho krit krichad bhavato vinit gruhad asadhubadat vrisham uddishedatha. I never fear that you tied me. You know, now vivhemi naham nirayat. I don't fear to go to hell also. But I fear if I lose my truthfulness, I cannot break. I can do everything. Vivhemi naham nirayat padachuto. Maybe I am displaced from a place. You cannot give me place in heaven. Okay, I am right. You tied me, still I am fear. Also okay, das sind jetzt die Gebete, okay, du hast mich in das höllischen Lebensumstand gebracht und ich bin runtergeflogen von meiner Position, bin gebunden bei den Fesseln von Varuna und habe große Schwierigkeiten und ich habe alles verloren, mein ganzes Reich. Aber ich habe nur vor allem Angst, dass ich eben irgendwas Falsches sage. Oder dass sie die Devotees beleidigt. Vor dem habe ich Angst. Who is Sadhu? The milestone already set by my grandfather. He is standing. Pitamaho me bhavadiyo sanmataho prahlada aviskrita sadhuvadaha. Who is Sadhu? Who is not Sadhu? Also wer ist Sadhu, wer ist nicht Sadhu? So, ich kann nicht meine Geduld verlieren, ich kann nicht lügen. Ich verspreche das. Ich verspreche, immer die Wahrheit zu sagen. Hey, you can lose everything. This way actually, Vindavali also praying in front of Supreme Lord, Brahma also coming. So Vindavali gebetet jetzt auch vom Höchsten Heern. Kirartham Atmano, actually it is 20, number 20, 22 or the 20. Kirartham Atmano idam tri jagat kritam te swamintu yatro kudhiyo paro isho kuryo kartaha prabho stavo kim asato avahanti tyakto hri tabodaro pitam krito kurtivara. Actually, these three words you are playing here. You create and play. Also sie sagt, die Vindavali, du erhaltest, du kreierst und du zerstörst. Das ist wie ein Spiel für die. What we can offer to you, it is only a false ego that I can offer this. So, was können wir wirklich dir opfern? Das ist nur ein falsches Ego. Alles, die ganze Welt, das ist alles dein. Manchmal werden wir zum König, manchmal werden wir Jamindar. I can give to you. Who giving? Also, who giving? Actually, whole infinity world is all die ganze Welt gehört dir. So wenn einer jetzt die Position annimmt als König und sagt, oh, ich kann jetzt das dem geben oder ich kann das Land dem geben. Aber sogar alle Blumen, alle Früchte, alles ist Krishna, es kommt von Krishna, von wer kriegst du es? Also wer kann dann sagen, dass ich dir das gebe? Das ist nur unser falsches Ego,
Wir denken vielleicht, dass wir eine Donation oder Geld oder was geben, aber das ist alles falsch, falsches Ego. Alles kommt aus und kehrt den höchsten Herrn. Anyway, Brahma now speaking, oh Prabhu, Bhuta Bhavana Bhutesha Deva Deva Jagat Jaganamayo Munchainam Rito Sarvasam Nayam Arhati Nigraham 21. Hey, Brahma speaking an application in front of Prabhu. Prabhu is not good actually. He gave everything to you. Now you should make him free. Sie sagen jetzt eben, du hast ja alles zu ihm gegeben, so sollst ihn doch freilassen. Also wir wissen, du hast die Kraft. Also Guru und Vaishnava. Also Guru und Vaishnava. You are not my Gurudev, you can speak and run. Is it? Supreme Lord and Guru Vaishnava, they can give both blessing and punishment. Also der höchste Herr und die Vaishnavas, die können eben Segnungen gehen und Punishment, also Strafe. Aber das ist alles dasselbe. Das ist alles nur für das Wohl der Seele. Avahanti takto hriyastabo tabo stadavoro tat avaropi takartivadaha. Everything belongs to you. Only we express possible that we are offering is to you. So alles ist dein, nur wir haben das falsche Ego. Ego, dass wir denken, das ist unseres. Now he is giving everything to you. You should not give any punishment to him. Und jetzt sagen sie eben, ja, er hat ja alles zu dir gegeben, also du sollst ihm keine Strafe geben. Prabhu, you should not give any punishment. Prabhu speaking, what do you mean by punishment? Also nachher sagt er, eben, du sollst ihm keine Strafe geben. Was verstehst du unter Strafe? Und er sagt jetzt zu Brahma, der höchste Herr, so extern kannst du vielleicht sagen, dass das eine Strafe ist, aber in Wirklichkeit reinigt ist sein Herz, weil er eben ein falsches Ego gehabt hat, damit er gemeint hat, er kann mir eben ein Land geben oder das und das. Er war König. So, wenn du Barmherzigkeit jemandem geben willst, nachher reinigt man zuerst das Herz. Indem man zum Beispiel eine Strafe gibt. Und dann können sie fühlen, dass das ein falsches Ego war. Und dann versteht man, dass der höchste Herr das Ein und Alles ist. Oder wenn Brahma das Chatusloki Bhagavatam gegeben hat, also was hat Brahma da gebetet? Also Brahma sagt eben, dass eben, da kann ich, eines Tages kann sich ein falsches Ego entwickeln, dass ich dann denke, ich bin der Kreator, der Schaffer, so bitte segne mich, dass die Mentalität nicht aufkommt in meinem Herzen. So Brahma, also er segnet dann den Brahma. This I give you lesson, teachings, Chatuslaka. Etat matam samatishto. Be careful. Etat matam, this teachings I am giving to you. Etat matam samatishto sammak rupena attishto. If you catch and digest everything, try to follow all my rules and regulations. Etat matam samatishto parameno samadhina, absolute way. Not that half. Parameno samadhina, and you have parameno, absolutely you will have to solve. Resolve, not solve. Then no kind of false ego can come
and touch your heart. I promise. I bless you. Bhavana, Bhavan means you. Bhavana kalpa vikalpesu. One kalpa, another kalpa, another kalpa. No. Also er segnet ihn für Kalpa, weißt du, kann nicht in die Illusion fallen. Also du hast kein Problem, sagt er. Zum Brahma. Bhagavan speaking, Vamandev Maharaj speaking, hey Brahma, why you are putting application in front of me on behalf of Bali? I am giving punishment? No, actually, Brahman, Jab Anugranami, to whom I give Kripa, first of all, I snatch everything. Also eben zu wenig Barmherzigkeit geben will, dem nehme ich am Anfang alles weg, sodass er eben kein falsches Ego aufbaut. Und somit öffnet er seine Augen. If Krishna snatch everything, like I can go to, 10th canto, you see? Im 10. Kanto. That Tridandi Bhikshu. Da ist er Tridandi Bhikshu im 11. Kanto. Now actually you see, Brahman jam Anugranami tad visho vidunoti aham. If I like to give Kripa first to somebody, also wenn ich Kripa zu wem geben will, nachher dieses zuerst, dass es sein Herz reinigt. Vidunoti bedeutet sauber, Visheshrupen, also speziell sauber. Also das kann ganz rein, dass das ganz rein ist, das wird alles komplett gereinigt. Janmadaho purusho stabdhalokam mamcha vamannate. Sometimes people become so false ego. Who is also manchmal haben die Leute so ein großes Ego. Wer ist der Höchste Herr? Wer ist Jagannath? Deswegen, denen nehmen wir am ersten alles weg. Now we are going to get a very excellent, teaching. Und jetzt kriegen wir ausgezeichnete Lehre von Bali Maharaj. Also kriegen wir eine wunderbare Lektion. Bali Maharaj, Guruna vatsito sapto jahu satyam nasut subrataha chalair rukto maya dharmo nayam tejati satyavak. 22. So much problem coming. Guru curse him. I curse you, we can lose everything. All Lakshmi can go away. We can become beggar. Well, still, Guru na vatsito sapto. First of all, Guru is chiding, don't do that. Also Gurudev sagt ihm, mach nicht das. I will have to do Gurudev. Aber er hat ihn ignoriert. I cannot break. Aber ich muss das machen, ich kann es nicht brechen. Aber nachdem hat er ihn verflucht. Er ist sogar von seiner Position runtergeflogen und in so Schwierigkeiten gekommen. Ins Gefängnis. Aber Bali Maharaj hat seine Ehrlichkeit nie aufgegeben. Weil die Ehrlichkeit ist über allem. So der höchste Herr ist die Verkörperung von Wahrheit. And then we can know. Satta sasattam rita satta nityam. The demigods they are praying in front of Devakima. Also im 10. Kanto beten auch die Devatas vor der Devaka im Gefängnis. Oh. Topmost. You are the embodiment of truth. Embodiment of love, Du bist die Verkörperung der Liebe. So anyway, in any condition, we should not lose our patience. You know the patience of Bali Maharaj. You see the patience of Bali Maharaj. For a long time is confined. So Bali Maharaj hat so viel Geduld gehabt. Er war in so große Schwierigkeiten. Also er war in die Fesseln und im unteren Reich Shuttala. Also er hat nicht einmal seinen Großvater Vamandev Erbittungen darbrachen können. Live vom Geist aus.
I was, playing a politics with Bali Maharaj. But still Bali Maharaj not become angry. Because if So Bali Maharaj ist niemals ärgerlich geworden. Wenn du zum Beispiel file a case against Bali, Vamandev, first of all when you came, im we saw Gericht your short figure, a 3-step figure this much. Now you are showing this, we cannot accept. Also das Gericht könnte es niemals akzeptieren, es wird sagen, du bist ein Lügner. Zuerst erscheinst du als so ein kleiner Zwerg und nachher machst du deine Füße, lässt du so lang werden und so groß und jetzt hast du so eine Einstimmung. So jetzt kann ich gegen die einen Gerichtsfall anlegen. Also das war nicht richtig von dir. Also was? Das war alles falsch. So wenn so ein Fall machen würdest. What you like to give? Everything, You have anything? Nothing. Even your body is not your body. Also auch unser Körper ist nicht unser Körper. You cannot see this, nothing. So eben nichts ist dein, nur der Höchste Herr. Das zeigt ihm das Beispiel aus. Das Bali Maharaj, dem ist alles genommen worden. Sei Reich, sei Körper, sei Ehre, alles. Und somit nimmt der Höchste Herr eben demjenigen, was er Bhakti geben will, alles andere weg. Zuerst einmal sein falsches Ego. Those demigods also cannot give that kind of Savarne antarasyayam bhavitendriyo madasrayoho. This life, you go to Sutal and take the privilege to also in dem Leben kannst du zu Sutal gehen, aber im nächsten Leben I'm going to make you, I already offer, you are going to take the place of position of nimmst du die Position von Indra an. Savarner antarasyayam bhavite indra madasraya. Also I can support you. Und die kann dir unterstützen. And up to that time, tavat sutalam madhyastam vishwakarma vinirnitam. My engineer, Vishwakarma, making nice, technology, very nice place. Mein Ingenieur, der Vishwakarma, der macht ihm einen schönen Platz draus. Tavat sutalam madhyastam vishwakarma vinirnitam jadadhayo vedayascho klamos tandra parabhavu. But here actually no pusarga nivasatam sambhavanti mamekshaya. Because I am going to take care of you continuously. Mamekshaya. Weil ich werde auf die aufpassen, ununterbrochen. Also ich schaue immer auf die. Ich wirf immer Auge auf die. There is no, disease, no oldness. You are getting old day by day, but also da kommt kein Alter, keine Krankheit kommt auf dich zu. Auf dem Planeten von Sutal ist es so. So Indra, ist auch, der wird nie alt. Der trinkt nämlich Amrita. Also keine Schläfrigkeit. Also du kannst niemals vernichtet werden. So die ganzen Möglichkeiten hast du auf der Orte. Maharaj Jahi Bho Bhadramasute. I bless you. Oh Bali Ko Sutalam Sargabhi Parthitam Gyatibhi Parivaritaha. You can go all your families and everything, all Also du kannst all deine Familie und alles. You can go. Wir können alle gehen. Also, all die Halbgötter, die erwarten sich auch so ein ausgezeichnetes Reich. So ich segne die. Discuss about that Matsya Bhagavan. Bolo Matsya Bhagavan ki Matsya Avatar zum Matsya Avatar. Jai Ho. Savadhita sarira. Jai Jagadish Hare. Jai Jagadish Hare.
Pralaya payadi jaladhitavan sived. Very nice. You see? You realize this point? Pralaya payadi jaladhitavan sivedam vitavayita jorita makedam kesavadhita mina sarira jai jagadi sahare jai jagadi sahare. Now, Matsya avatar Bhagavan ki jai. There is one king, nice, you know? Sattvavrata. So jetzt kommen wir zum Matsya Avatar, zu dem Kapitel, so da ist Sattva Avatar, das ist ein König. And there actually he is, one day Sattvavrata, so eines Tages hat der Satyavrata wanted to take bath, Kirtamala Nadi in South India. The river Kirtamala, one Nadi, Kirtamala, very da ist ein nice Fluss, Name there, every day, like Delhi, it is a Delhi so practice. täglich hat er das praktiziert. Dort ist er hingegangen, hat seine Mantras chantet und hat Wasser geopfert. And he was supposed to come out, back in palace. In the meantime, when he is offering water and doing chanting, from water, one very small, Und eines Tages ist von dem Wasser, das was er immer opfert mit seinen Händen, ist auf einmal ein kleiner Fisch. Also in Sanskrit nennt sich der Fisch Safari. Oder Putimach. Putimach. I not consented on this matter. Anyway, there is a small fish. Now when Putimach coming here, then Prabhupada, what is that? In my hand. Der Putimach, der Fisch, der kommt jetzt in seine Hände. Und der somehow this small fish coming here, taking shelter in his, hand. Why he is going to leave? What is that? Hey, that fish will. Don't leave me. Er will jetzt den Fisch wieder ins Wasser geben, aber der Fisch sagt, na, bring mich nicht wieder zurück, ich bin sehr angstvoll. Oh König, bitte verlass mich nicht, schütz mich. Und der König also der König hat dann den Fisch, hat ein Kamandulu gegeben in den Topf und ist zurückgekommen zum Palast. Und jetzt sagt der Fisch wieder, oh, ich fühle mich nicht so komfortabel in dem Kamandelo, so, ich habe keinen Platz, bitte, bitte hilf mir. Nachher nimmt er ihn wieder raus und sieht, dass er wirklich gewachsen ist und tut dann jetzt wieder in ein größeres Gefäß, aber da kommt er wieder und sagt, oh, ich fühle mich nicht so wohl. Es ist so eng da und nachher ist er wieder, nachher tut er in einen See, so einen kleinen Teich. Und nachher ist er schon wieder, wer bist du jetzt? Fühlst du dich schon wieder unwohl? Und ist er schon wieder so groß, ist schon wieder klein, dann hat er von dem Teich jetzt ins Meer gebracht. Und dann sagt er, wer bist du, wer bist du? Was ist das für Form? Und dann sagt er, ich bin die höchste Persönlichkeit Gottes in der Form von Matsya. The Supreme Lord not coming in our, in our form. That's why sometimes Supreme Lord come in the form of beast, Baraha, sometimes coming in the form of aquatic animals, sometimes coming so manchmal kommt ihm der höchste Herr in der Form von Vögeln, von Fischen, von Reptilien, weil ihm der höchste Herr überall ist. So, ja, ich bin der höchste Herr. Ich habe mir schon das gedacht, weil wie wäre das schon so möglich, dass du immer einen größeren Behälter braucht hast? Das habe ich mir schon gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Und er sagt jetzt, der Fisch, dass jetzt von heute an in 7 Tagen wird die ganze Welt überschwemmt sein, voll mit Wasser. Also du wirst dann vorfinden, ein großes Boot.
und du wirst einen großen Fisch verfügen, mich, und ein Seil, und du kannst das Boot mit dem Fisch dann verbinden, und nachher werde ich das Boot ziehen. You will have to put all the seeds, Seeds, Und davor musst du all die Samen von Weizen, von Getreide, oder verschiedene Arten von Gemüse, alles, was auf der Erde gibt, nimmst von allem Samen. And all Saptarshi, 7 Rishi, they can also, and Pralaya Payadidale, and Pralaya, and Dann this sind water, die 7 Rishis, die sind auch, und nachher reist er an dem Ozean, wenn das alles in Sicherheit ist. And all Saptarshi, so the king doing accordingly, because as advised by king, by the Supreme Lord. Now that king, so der König führt das jetzt aus und macht das, weil es ihm gesagt worden ist vom höchsten Person. So, und jetzt kommt der 7. Tag und alles geht unter Wasser und es ist kein Ort mehr, wo man in Sicherheit ist. Und nachher kommt ihm das Boot jetzt. Er hat davor alles gesammelt, die ganzen Samen und alles, und hat das jetzt alles aufs Boot gebracht. Und die Saptarishis, die sind auch auf dem Boot, die 7 Rishis. Und du sollst ständig über mich meditieren. So das ganze Thema ist detailliert aufgeschrieben im Matsya Purana, in so einer alten Schrift. Take the Veda from Brahma's mouth and go into water. So Hayagriv, da ist geschrieben, dass Hayagriv die Vedas genommen hat von Matsya. Aber der wollte Vedas nehmen, aber der ist dann getötet worden. So der Satyavrata Raja ist dann Manu geworden. So dann ist von oben bis unten, so sieht man eben immer verschiedene Inkarnationen vom Höchsten Heern. So nice you can get. So sometimes Supreme Lord taking the form of, Varahadev, sometimes in the form of Matsya. Also manchmal nimmt ihm der Höchste Herr die Form von einem Löwen, von einem Eber. Now we are going to enter into 9th canto. 9th canto. Actually, we are going to step into 9th canto. There, we can, in this 9th canto, we can say about Shraddhadev Manu. Shraddhadev Manu, one special Manu. Brahma, his son is Marichi, Marichi Putra Kasyap. And Daksha Duhita Aditi is the wife of Daksha. Daksha Duhita, Daksha, daughter of Daksha, is Aditi, is the wife of Kashyap, and Vivassan took birth there. Also da ist jetzt die Geburt von Bivachan Manu, und sein Name ist Sadvadev Manu. Name of Sadvadev Manu, I already defined. Sadvadev Manu. Now this Sadvadev Manu wanted to get children. So der Sadvadev Manu, der wollte Kinder haben. To arrange one Jagya, Puttashri Jagya, in which und wollte Yagya, hat er deshalb organisiert, Jagya, he was expecting a boy, boy from that Jagya. Sich einen Buben erwartet hat von dem Yagya. They are doing Jagya, and Manu Maharaj, Sadvadev Manu speaking, you do Jagya in proper way so that I can gain one powerful boy.
So, die machen jetzt das Yagya, dass sie eben zum Pur kriegen. Aber in der Zwischenzeit kommt seine Frau und es spricht jetzt vom Rishi, oh, ich will eigentlich eine Tochter, ich will eine Tochter. Kein Pur. Nachher machen sie wieder das Yagya. Und nachher kommt von dem Yagya eine Tochter raus. Und Manu wird jetzt auch ärgerlich und sagt, oh, warum macht sie einen Fehler? Ihr seid Brahmanas. Ich habe gefragt nach einem Buben, aber jetzt kriege ich ein Mädchen. Aber du weißt nicht Bescheid. Deine Frau ist zu uns gekommen. Sie hat uns gefragt, dass sie eine Tochter will. Also was soll ich machen mit einer Tochter? Ich brauche einen Buben. Und Vasishtha Muni hat jetzt zu Shankar gebeten, oh, du hast die Macht, du kannst dem unglücklichen König jetzt seinen Wunsch erfüllen. Und dann hat er gesagt, okay, das Mädchen ist dann zum Buben geworden. Ich kann ihn segnen für das. Das ist der Sohn von Satyadev Muni. Und der ist dann in den Wald gegangen und hat dort gejagt. Whenever, long ago this thing happened, Shankar and Parvati, father and mother, they playing with each other. Somehow those Munis is coming unknowingly. They're saying, father and mother busy with something, we should not stay here, we should play. From then Parvati became very sorry, and very feeling shy. Then Shankar Bhagavan was speaking, today onward you see, this is the place, you cannot feel shy. Any man coming here, entering this place, they become ladies. Nobody can man. So, anybody entering this area, Also da gibt es ja jetzt einen Platz. no problem. Diejenigen, die was den Platz betreten, die werden dann eine Frau. So, das ist ein ganz mysterischer Platz. Wenn zum Beispiel ein Pferd da reingeht, nachher wird es zu einer Frau, zum Frau-Pferd. Oder ein Aff genauso. Und so kommen jetzt die ganze Truppe, die kommt jetzt an den Ort und die schauen sich dann gegenseitig an und die sind alle zu Frauen geworden. So wie ist das möglich? Die fühlen sich jetzt alle schüchtern, dass jetzt alle zurückgehen. Jetzt alle werden sehen, dass ich jetzt ein Mädchen bin und alle rufen, sind Vasishtha, oh, das ist jetzt passiert, ein großes Problem. Vasishtha Muni betet jetzt wieder zu Shankar und sagt, oh, das, was ich versprochen habe, meine Segnungen werden niemals falsch sein. So, ich kann eins machen. That I can do, this much I can do. Then after that, when 1 month Suddhunmo, das ist zum Beispiel jetzt, okay, ich kann es einen Monat ein Mann sein und einen Monat eine Frau. Get control over this kingdom. When become the time over, now tomorrow I can become wife and ladies, then going back. This way, those subjects. Und so leiten sie jetzt das Königreich. Also immer wenn sie der König, der verschwindet eben immer nach einem Monat, weil er eben dann wieder zur Frau wird. Dann geht er weg und dann sagen sie, das ist eigentlich ein unnötiger König, den braucht man nicht. Und dann wollen sie ihn rauswerfen, weil er eben nicht in der Öffentlichkeit aufzeigen will, wenn er die Form von einer Frau annimmt. Now Manu again going at the bank of Jamuna to do SBde and this kind of problem happens. So, dann ist er zum Fluss gegangen und hat dann Entsagungen gemacht. Forest, at the bank of Jamuna to perform yagya, tapasya for 100 years. Also für 100 Jahre hat er das ausgeführt und hat da wieder 10 Söhne gekriegt. That son useless. Now 10 son again. Ikkaku nigo saryati drishto Also das sind die Namen. Narisha, Pishadro, Navak and Komi.
10 son he got by his tapasya. So up to this point I like to stop here. 10 Söhne hat er gekriegt durch I seine like to Tapasya. Und stop jetzt up to here stoppt man da. because if I speak more, then I cannot complete. New topics coming. So you see, this way you see the Manu, from 10, boys of Manu, now we can say how this Manu Vangsha, we can prove. So, jetzt stoppt man eben und da fangen wir dann, morgen machen wir da weiter. Vancha kalpatarvasya kripa sindhuvya patitan pavanabhyo vishnabhyo namo. Sansara sindhu tvarani hidayam yadi svada sankirtanam nitarase ramate manose premaham budhu viharani yadi chitta vihti chaitanya chanda charani kurutanuragam chaitanya chanda charani kurutanuragam. This is our final advice to you all. Vancha kalpatarvasya kripa sindhuvya patitan pavanabhyo vishnabhyo.